Kapitel 1. Die stille Nacht in der Baker Street. Es war eine jener kalten, nebligen Nächte in London, in denen die Straßen Laternen nur schwache, gelbliche Flecken in der Dunkelheit warfen und die Stadt in einem Mantel aus Schweigen und Geheimnissen gehüllt schien. In der Baker Street 221b brannte ein behagliches Feuer im Kamin, dessen nisternde Flammen die Schatten über die Regale mit Holmes' unzähligen Büchern und Papieren tanzen ließen. Ich, Dr. John H. Watson, saß in meinem vertrauten Sessel, ein Glas Brandy in der Hand, während ich die Morgenzeitung durchblätterte. Die Schlagzeilen waren wie üblich voll von banalen Verbrechen und politischen Intrigen. Nix, was die außergewöhnliche Aufmerksamkeit meines Freundes Sherlock Holmes erregen würde. Holmes selbst saß mir gegenüber, die langen Beine ausgestreckt, die Augen halb geschlossen, während er mit seiner Pfeife spielte. Die Luft war schwer von Tabakrauch, der in dichten Schwaden zur Decke stieg. Seit Tagen hatte er keinen Fall angenommen, und ich konnte die Unruhe in ihm spüren, jene rastlose Energie, die ihn antrieb, wenn sein Verstand nicht durch ein Rätsel gefordert wurde. Watson, sagte er plötzlich, ohne den Blick vom Kamin zu wenden, haben Sie jemals über die Bedeutung von Zeit nachgedacht? Nicht in philosophischem Sinne, sondern in ihrer mechanischen, messbaren Form. Uhren, zum Beispiel. Sie ticken, sie schlagen, sie brechen, und doch liegt in ihrem Schweigen oft mehr Wahrheit als in ihrem Lauten. Ich runzelte die Stirn, unsicher, worauf er hinaus wollte. Holmes, Sie sprechen in Rätseln. Haben Sie wieder eine Ihrer Theorien entwickelt? Er lächelte schmal, ein Funkeln in seinen Augen. Vielleicht, mein lieber Watson. Vielleicht, aber ich hab das Gefühl, dass die Zeit selbst uns bald ein Rätsel aufgeben wird. In diesem Moment wurde die Stille durch ein scharfes Klopfen in der Tür unterbrochen. Mrs. Hudson, unsere unermüdliche Haushälterin, öffnete die Tür und trat ein silbernes Tablet in den Händen. Ein Bote, Mr. Holmes, sagte sie mit ihrer üblichen Mischung aus Resignation und Neugier. Er hat diesen Brief abgegeben. Es scheint dringend zu sein. Holmes richtete sich auf, seine Lethargie wie geblasen. Er nahm den Brief vom Tablet, ein einfaches, aber schweres Pergament, versiegelt mit rotem Wachs, das ein unbekanntes Wappen trug. Mit einer geschickten Bewegung brach er das Siegel und überflog die Seelen. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich nicht, doch ich bemerkte das leichte Zucken seiner Mundwinkel, ein sicheres Zeichen, dass seine Neugier geweckt war. Watson, sagte er und reichte mir den Brief. Lesen Sie das? Es scheint, als hätte die Zeit beschlossen, uns heute Nacht doch noch zu unterhalten. Ich nahm das Schreiben und las. In Mr. Sherlock Holmes, Baker Street, 221, sehr geehrter Herr, ich schreibe Ihnen in einer Angelegenheit von größter Dringlichkeit und Vertraulichkeit. Mein Name ist Lord Archibald Haverford, und ich befinde mich in einer Lage, die sowohl mein Leben als auch das meiner Familie bedroht. Heute Nacht wurde in meinem Ansehen in Kensington ein Verbrechen verübt. Kein Mord, zumindest nicht im klassischen Sinne, aber ein Akt von solch rätselhafter Natur, dass ich ihre unvergleichliche Expertise benötige. Eine antike Uhr,
ein Erbstück meiner Familie, wurde zerstört, und mit ihr scheint ein Geheimnis enthüllt worden zu sein, das ich nicht zu entschlüsseln vermag. Ich flehe Sie an, noch heute Nacht zu kommen. Ein Wagen wird Sie um Mitternacht abholen. Hochachtsvoll, Lord Archibald Haverford. Ich blickte auf unser zerbrochene Uhr. Holmes, das klingt eher nach Vandalismus als nach einem Fall für Sie. Holmes' Augen blitzten. Watson, Sie unterschätzen die Bedeutung von Details. Ein Uhr ist mehr als ein bloßes Instrument. Sie ist ein Hüter von Geheimnissen, ein Zeuge der Vergangenheit. Warum sollte ein Mann wie Lord Haverford, dessen Reichtum und Einfluss in London wohlbekannt sind, mich um Mitternacht zu sich rufen? Nur weil ein Stück Glas und Metall zerbrochen ist? Nein, hier steckt mehr dahinter, viel mehr. Eater sprang auf, griff nach seinem Mantel und seiner Mütze. Kommen Sie, Watson. Der Wagen wird gleich hier sein, und ich habe das Gefühl, dass diese Nacht uns in ein Labyrinth führen wird, das selbst meine Fähigkeiten auf die Probe stellen könnte. Die Uhr auf dem Kaminsims schlug 11, als wir unsere Mäntel anzogen und die Baker Street hinab in die neblige Nacht traten. Der Nebel war so dicht, dass die Gaslaternen kaum mehr als Schemen waren, und die Geräusche der Stadt waren gedämpft, als ob London selbst den Atem anhielt. Genau um Mitternacht hörte ich das Klappern von Pferdehufen, und eine schwarze Kutsche, gezogen von zwei kräftigen Pferden, hielt vor uns. Der Kutscher, ein schweigsamer Mann mit einem Gesicht, das im Schatten seines Hutes verborgen war, nickte uns zu, und wir stiegen ein. Während die Kutsche durch die Straßen rollte, lehnte sich Holmes zurück, die Fingerspitzen aneinander gelegt, tief in Gedanken versunken. Watson, sagte er nach einer Weile, beobachten Sie den Kutscher. Haben Sie etwas Ungewöhnliches in ihm bemerkt? Ich warf einen Blick durch das kleine Fenster. Der Kutscher. Der Mann saß kerzengerät, seine Bewegungen präzis, fast mechanisch. Er scheint sehr diszipliniert, sagte ich. Vielleicht ein ehemaliger Soldat. Holmes lächelte. Gott beobachte, aber nicht ganz. Seine Hände, Watson. Sie sind ungewöhnlich sauber für einen Kutscher, und die Art, wie er die Zügel hält, deutet auf eine Präzision hin, die eher einem Chirurgen oder einem Künstler zukommt als einem Mann, der Pferde lenkt. Außerdem trägt er einen Ring mit einem Symbol, das dem Wappen auf dem Brief ähnelt. Dieser Mann ist mehr als ein einfacher Diener. Ich staunte einmal mehr über Holmes' Fähigkeit, aus scheinbar Trivials Details solch präzis Schlüsse zu ziehen. Doch bevor ich nachfragen konnte, hielt die Kutsche vor einem imposanten Herrenhaus in Kensington. Das Gebäude war ein Monument viktorianischer Pracht, mit hohen Säulen und erleuchteten Fenstern, die wie Augen in der Dunkelheit leuchteten. Doch etwas in der Atmosphäre war unheimlich, als ob das Haus selbst ein Geheimnis bewahrte. Ein Diener führte uns in eine große Eingangshalle, wo Lord Haverford uns erwartet. Er war ein Mann in den 50ern, mit grauem Haar und einem Gesicht, das von Sorge gezeichnet war. Seine Hände zitterten leicht, als er uns begrüßte. Ihr Mr. Holmes, Dr. Watson, ich danke Ihnen, dass Sie so schnell gekommen sind, sagte er, seine Stimme heiser. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Diese Uhr, sie war mehr als ein Erbstück. Sie war ein Schlüssel,
Und jetzt, dass sie zerstört ist, fürchte ich, dass etwas Schreckliches bevorsteht. Holmes' Blick war scharf, wie ein Skalpell. Zeigen Sie mir die Uhr, Lord Haverford, und lassen Sie nix aus, keine noch so kleine Beobachtung. Wir folgten ihm durch einen labyrinthartigen Korridor zu einem kleinen Salon, dessen Wände mit Porträts verstorbener Haverfords bedeckt waren. In der Mitte des Raums stand ein Sockel, auf dem die Überreste einer prächtigen Standuhr lagen. Das Glas war zerbrochen, die Zeiger verbogen, und das Ziffernblatt war in Stücke zerfallen. Doch was meine Aufmerksamkeit erregte, war ein kleines verborgenes Fach, das nun offen lag, als ob die Zerstörung der Uhr etwas freigelegt hätte, das jahrelang verborgen gewesen war. Holmes neigte sich neben die Uhr, seine Lupe in der Hand, und untersuchte die Trümmer mit einer Intensität, die in Besessenheit grenzte. Interessant, murmelte er. Sehr interessant. Watson, sehen Sie sich das an. Dieses Fach ist nicht zufällig geöffnet worden. Jemand wusste genau, was tat. Was meinen Sie? Fragte Holmes stand auf, ein Funkeln in den Augen. Dies war kein Akt von Vandalismus, Watson. Dies war ein gezielter Angriff, nicht auf die Uhr, sondern auf das, was sie verbarg. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade erst am Anfang eines sehr gefährlichen Spiels stehen. Kapitel 2: Der zerbrochene Zeiger. Das Herrenhaus der Haverfords war ein Labyrinth aus Geschichte und Geheimnissen, dessen dunkle Eichentäfelung und hohe Decken eine Aura von Erhabenheit und Melancholie verströmten. Während wir im Salon standen, umgeben von den Überresten der zerstörten Uhr, spürte ich, wie die Kälte des Raums nicht nur vom feuchten Londoner Wetter herrührte, sondern auch von einer ungreifbaren Spannung, die in der Luft lag. Lord Haverford, dessen Gesicht im flackernden Licht der Gaslampen noch blasser wirkte, rang die Hände, als ob die bloße Anwesenheit der zerbrochenen Uhr ihn mit Furcht erfüllte. Mr. Holmes, begann seine Stimme in heiseres Flüstern, diese Uhr war seit Generationen im Besitz meiner Familie. Sie wurde von meinem Urgroßvater, Sir Reginald Haverford, in Auftrag gegeben, einem Mann, der für seine exzentrischen Neigungen bekannt war. Es hieß, die Uhr sei mehr als ein Zeitmesser, sie sei ein Rätsel, ein Safe, ein Vermächtnis. Doch niemand wusste genau, was sie verbarg, bis heute Nacht. Sherlock Holmes, der noch immer neben den Überresten der Uhr kniete, hob eine Augenbrau, ohne den Blick von den verbogenen Zeigern zu wenden. Ein Rätsel, sagen Sie. Interessant. Erzählen Sie mir, Lord Haverford, wann genau wurde die Uhr zerstört und wer hatte Zugang zu diesem Raum? Lord Haverford zögerte. Seine Augen huschten nervös zu den Porträts in den Wänden, als ob die gemalten Augen seiner Vorfahren ihn beobachteten. Es geschah irgendwann nach dem Abendessen, gegen 10 Uhr. Meine Familie, meine Frau Lady Eleanor, mein Sohn Charles und meine Tochter Beatrice waren alle im Speisesaal. Die Bediensteten, abgesehen von meinem Butler Grayson, hatten sich bereits zurückgezogen. Ich selbst war in meinem Arbeitszimmer, als ich einen lauten Krach hörte. Ich eilte und fand, dass deutete auf die zerschmetterte Holmes nickte, sein Finger strickend behutsam über das offene Fach, das durch die Zerstörung freigelegt worden war. Und dieses Fach, sagte er,
War is ihnen bekannt? Nein, antwortet Haverford hastig, fast zu hastig. Ich wusste nix von einem Fack. Es muss ein Geheimnis meines Urgroßvaters gewesen sein. Holmeses Blick verweilt einen Moment auf Haverford, als ob die Wahrheit in den Furchen seines Gesichts suchte. Dann richtete sich auf und wandte sich an mich. Watson, würden Sie so freundlich sein, die Scherben des Ziffernblatts zu untersuchen? Achten Sie auf Unregelmäßigkeiten, Kratzer, Markierungen, alles, was nicht ins Bild passt. Ich neigte mich neben die Überreste und begann, die zerbrochenen Teile mit der Sorgfalt eines Arztes zu inspizieren, der eine Wunde untersucht. Die Uhr war ein Meisterwerk gewesen, ihr Ziffernblatt aus feinem Porzellan, die Zeiger aus poliertem Messing, doch etwas fiel mir auf. Eine der Scherben trug eine winzige Gravur, kaum sichtbar ohne eine Lupe. Holmes, sagte ich, hier ist etwas. Es sieht aus wie ein Symbol, ein Kreis mit einer Linie, die ihn durchschneidet. Holmes war sofort an meiner Seite, seine Lupe in der Hand. Ausgezeichnet, Watson. Wettes in Symbol, sagen Sie, untersucht die Scherbe mit einer Intensität, die an Besessenheit grenzte. Das ist kein Zufall. Dieses Symbol ähnelt dem, das ich auf dem Ring des Kutschers bemerkt habe. Interessant, sehr interessant. Der Kutscher? Fragte Lord Haverford. Seine Stimme nun schrill vor Nervosität. Sie meinen Grayson? Ist seit Jahren in meinen Diensten, ein loyaler Mann, über jeden Zweifel erhaben. Holmes lächelte dünn, ein Lächeln, das mehr Fragen als Antworten versprach. Loyalität, Lord Haverford, ist eine Tugend, die oft überschätzt wird. Lassen Sie uns die Familie kennenlernen. Ich möchte mit jedem sprechen, der heute Abend im Haus war. Wir wurden in einen prächtigen Salon geführt, wo Lady Eleanor, Charles und Beatrice warteten. Lady Eleanor war eine Frau von strenger Eleganz, ihr Gesicht wie aus Marmor gemeißelt, doch ihre Augen verrieten eine tiefe Unruhe. Charles, ein junger Mann in den Zwanzigern, wirkte gelangweilt, fast desinteressiert, während er mit einem Glas Whisky in der Hand am Kamin lehnte. Beatrice, die jüngere Tochter, saß mit einem Buch in der Hand, doch ihre Finger zitterten leicht, als sie die Seiten umblätterte. Mr. Holmes, begann Lady Eleanor, ich hoffe, Sie können Licht in diese Angelegenheit bringen. Diese Uhr war ein Symbol unserer Familie, und ihre Zerstörung ist ein Schock. Holmes neigte den Kopf, seine Augen musterten jeden der Anwesenden mit der Präzision eines Jägers. Lady Eleanor, können Sie mir sagen, wo Sie sich zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden? Ich war im Speisesaal, wie mein Mann erwähnte, antwortete sie kühl. Wir alle waren dort, bis wir den Lärm hörten. Toll? Fragte Holmes, seine Stimme sanft, aber scharf wie eine Klinge. Oh, Sie, Mr. Charles? Charles zuckte mit den Schultern, ein mürrisches Lächeln auf den Lippen. Ja, ich war dort, aber ich bin danach in mein Zimmer gegangen. Diese alten Familienerbstücke interessieren mich nicht besonders. Und Sie, Miss Beatrice? Wandte sie Holmes an der junge Frau. Beatrice, sei auf ihre den wehr Augen groß und wachsam. Ich war oem Speseseo. Sei, bri,
Ich bin kurz hinausgegangen, frische Luft zu schnappen. Es war so stick. Holmes' Blick wirrwarrte auf ihr, doch sagte nix. Stattdessen wandte sich wieder in Lord Haverford. Erzählen Sie mir mehr über die Uhr. Wer hatte Zugang zu diesem Raum? Wer wusste von ihrer Bedeutung? In nur die Familie antwortete Haverford. Ungrayson, natürlich. Ist seit Jahrzehnten bei uns und kennt jedes Detail dieses Hauses. Natürlich, murmelte Holmes, doch seine Augen funkelten, als ob eine Spur entdeckt hätte. Watson, begleiten Sie mich zurück zur Uhr. Ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen. Wir kehrten in den Salon mit der zerbrochenen Uhr zurück, wo Holmes erneut die Trümmer untersucht. Diesmal zog ein kleines Stück Pergament aus dem verborgenen Fach, das mir zuvor entgangen war. Es war vergilbt und mit einer feinen, geschwungenen Handschrift beschrieben, die fast unleserlich war. Eine Liste, sagte Holmes, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Namen, Daten, Orte, aber sie sind verschlüsselt. Watson, dies ist kein einfacher Vandalismus. Dies ist der Schlüssel zu etwas Größerem. Was für ein Schlüssel? Fragte ich unfähig, meine Neugier zu sämen. Holmes hielt das Pergament gegen das Licht der Lampe, und ein Schatten fiel über sein Gesicht. Ein Schlüssel, der eine Tür öffnen könnte, oder eine Fall. Wir müssen vorsichtig sein, Watson. Jemand in diesem Haus weiß mehr, als zugibt, und ich habe das Gefühl, dass die zerbrochene Uhr nur der Anfang ist. In diesem Moment hörten wir ein leises Knarren, als ob jemand im Korridor lauscht. Holmes' Hand schoss nach vorne, und öffnete die Tür mit einem Ruck. Der Korridor war leer, nur ein kalter Luftzug wehte hierin. Interessant, murmelte Holmes. Sehr interessant. Kapitel 3. Sporen im Nebel. Die Nacht hatte sich über London gesenkt wie ein schwerer grauer Mantel, und der Nebel, der durch die Straßen waberte, schien die Geheimnisse des Herrenhauses der Haverfords noch dichter zu weben. Als Holmes und ich den Salon mit der zerbrochenen Uhr verließen, spürte ich, wie die Kälte des Korridors durch meinen Mantel drang. Das Knarren, das wir gehört hatten, holte noch in meinen Gedanken nach, und Holmes' Schweigen, jenes konzentrierte Schweigen, das seine brillantesten Deduktionen ankündigte, machte mich unruhig. Watson, sagte schließlich, während wir durch den schwach beleuchteten Korridor schritten, haben Sie die Fußspuren bemerkt, die wir gerade passiert haben. Ich hielt inne und blickte auf den polierten Holzboden. Tatsächlich waren dort schwache, feuchte Abdrücke zu sehen, kaum wahrnehmbar im flackernden Licht der Gaslampen. Sie meinen diese Spuren. Sie könnten von jedem stammen, einem Diener, einem Familienmitglied. Holmes kniete sich hin, seine Lupe in der Hand, und untersuchte die Abdrücke mit der Präzision eines Wissenschaftlers. Nicht von jedem, Watson. Sehen Sie die Form des Absatzes, schmal, abgenutzt in der Außenseite, mit einem charakteristischen Muster, das Zeichen eines maßgefertigten Schuhs. Und die Feuchtigkeit deutet darauf hin, dass der Träger kürzlich draußen war. Interessant, finden Sie nicht, dass jemand in einer so nebligen Nacht das Haus verlassen und wieder betreten hat, ohne es zu erwähnen? Sie denken an Grayson den Butler? Fragte ich, während ich an den Kutscher dachte, dessen ungewöhnlich sauber Hände Holmes
zuvor aufgefallen waren. Holmes lächelte schmal. Ich denke in Möglichkeiten, Watson. Grayson ist eine davon. Eine davon, aber lassen Sie uns keine voreiligen Schlüsse ziehen. Kommen Sie, wir müssen den Tatort genauer untersuchen. Draußen, betreten durch eine Seitentür in den Garten des Herrenhauses, wo der Nebel so dicht war, dass die Umriss der Hecken und Statuen wie Gespenster wirkten. Die Luft roch nach feuchter Erde und dem schwachen Duft von Rosen, die irgendwo in der Dunkelheit blühten. Holmes bewegte sich mit der Sicherheit eines Jägers. Seine Augen suchten den Boden ab, während er seine Taschenlampe schwenkte. Hier, sagte er plötzlich und deutete auf eine Stelle nahe der Mauer, die das Anwesen umgab. Schauen Sie, Watson. Weiter Spuren. Ich neigte mich neben ihn und sah, was mit ihns Fußabdrücke, die sich durch den feuchten Rasen zogen, führten zur Mauer und verschwanden dort. Jemand hat die Mauer überklettert, sagte ich. Möglich antwortete Holmes, doch seine Stimme war skeptisch. Aber sehen Sie die Richtung der Spuren. Sie führen hinaus, nicht hinein. Wer auch immer diese Abdrücke hinterlassen hat, kam aus dem Haus und hat es auf diesem Weg verlassen. Und sehen Sie hier, er deutete auf eine kleine Vertiefung im Boden, in der ein winziger Metallgegenstand glänzte. Holmes hob ihn auf und hielt ihn ins Licht. Es war eine winzige Schraube, wie sie in einer Uhr verwendet werden könnte. In Schraube aus der Uhr? Fragte ich. Vielleicht, sagte Holmes, während er den Gegenstand in ein Taschentuch wickelte, oder ein Hinweis, der absichtlich zurückgelassen wurde. Jemand spielt ein sehr geschicktes Spiel, Watson. Wir kehrten ins Haus zurück, wo Lord Haverford uns in der Eingangssaal erwartet. Seine Nervosität war nun unverkennbar. Seine Hände zitterten und sein Blick wanderte unruhig zwischen uns hin und her. Haben Sie etwas gefunden, Mr. Holmes? Fragte er. Nur Spurden? Antwortet Holmes vage. Sagen Sie mir, Lord Haverford, haben Sie heute Abend jemanden das Haus verlassen sehen? Vielleicht einen Diener, der einen späten Botengang erledigte? Haverford schüttelte den Kopf. Nein, niemand. Die Bediensteten waren alle in ihren Quartieren, und Grayson war hier, im Haus. Ich bin sicher, er hätte es mir gesagt, wenn jemand hinausgegangen wäre. Natürlich, sagte Holmes, doch seine Augen verengten sich leicht. Ich würde gerne mit Grayson sprechen. Sofort. Grayson, der Butler, wurde gerufen und erschien kurz darauf. Er war ein hochgewachsener Mann mit einem Gesicht, das wie aus Granit gemeißelt schien, und Augen, die nichts preisgaben. Seine Haltung war makellos, doch ich bemerkte, dass seine Hände, jene Hände, die Holmes so fasziniert hatten, nun leicht schmutzig waren, als ob er sie hastig gewaschen hätte. Grayson, begann Holmes, seine Stimme sanft, aber durchdringend. Sie sind seit vielen Jahren in diesem Haus. Sagen Sie mir, haben Sie heute Abend etwas Ungewöhnliches bemerkt? Unlaut, eine Bewegung, vielleicht jemanden, der sich draußen herumtrieb. Grayson neigte den Kopf leicht. Nix, Sir. Ich war den ganzen Abend im Dienst, wie immer. Nach dem Abendessen habe ich die Türen überprüft
und mich dann um die Vorbereitungen für den nächsten Tag gekümmert. Und Sie haben niemanden das Haus verlassen sehen? Fragte Holmes, seine Augen fixierten Grayson wie ein Falke. Niemanden, Sir, antwortete Grayson, doch seine Stimme hatte einen Hauch von Anspannung, der mir nicht entging. Holmes nickte, als ob er zufrieden wäre, doch ich kannte ihn gut genug, zu wissen, dass es nicht war. Sehr gut. Eine letzte Frage, Grayson. Ihre Schuhe, sie sind mossgefertigt, nicht wahr? Ein Geschenk von Lord Haverford. Vielleicht? Grayson blinzelt, nur für einen Moment, bevor er antwortete. Ja, Sir. Ein Geschenk vor einigen Jahren. Sie sind sehr bequem. Zweifellos, sagte Holmes und wand sich ab, als ob die Unterhaltung beendet wäre. Doch als Grayson den Raum verließ, murmelte Holmes leise, Watson, haben Sie die Schmutzspuren in seinen Hosenbeinen bemerkt? Frische Erde, wie sie im Garten zu finden ist. Unser Freund Grayson war heute Nacht draußen, und ich bezweifle, dass es nur ein Spaziergang war. Sie denken, er hat die Uhr zerstört? Fragte. Holmes schüttelte den Kopf. Wir kehrten in den Salon zurück, wo Holmes das vergilbte Pergament auf einen Tisch legte und begann die verschlüsselte Schrift zu studieren. Die Liste war in einer seltsamen Mischung aus Zahlen und Buchstaben geschrieben, die keinen sofortigen Sinn ergaben. Eine Chiffre, murmelte Holmes, alt, aber raffiniert. Möglicherweise eine Variante der Wegener Chiffre, aber die Schlüsselböwen, System, Schlüssel, sind oft die einfachsten Antworten. Der Schlüssel zu diesem Rätsel liegt in den Details, die wir übersehen könnten. Grayson ist ein faszinierender Charakter. Seine makellos Erscheinung, die ungewöhnlich sauberen Hände und nun die verdächtigen Spuren in seinen Hosenbeinen deuten darauf hin, dass er mehr weiß, als er zugibt. Holmes' Beobachtung der Fußspuren und der winzigen Schraube im Garten fügt dem Geheimnis eine weitere Ebene hinzu. Es ist, als ob jeder Hinweis ein Zahnrad in einem größeren Mechanismus ist, der noch nicht vollständig enthüllt ist. Kapitel 3: Spuren im Nebel. Die Nacht hatte sich über London gesenkt, wie ein schwerer grauer Mantel, und der Nebel, der durch die Straßen waberte, schien die Geheimnisse des Herrenhauses der Haverfords noch dichter zu weben. Als Holmes und ich den Salon mit der zerbrochenen Uhr verließen, spürte ich, wie die Kälte des Korridors durch meinen Mantel drang. Das Knarren, das wir gehört hatten, holte noch in meinen Gedanken nach, und Holmes' Schweigen, jenes konzentrierte Schweigen, das seine brillantesten Deduktionen ankündigte, machte mich unruhig. Watson, sagte er schließlich, während wir durch den schwach beleuchteten Korridor schritten, haben Sie die Fußspuren bemerkt, die wir gerade passiert haben? Ich hielt inne und blickte auf den polierten Holzboden.
Tatsächlich waren dort schwache, feuchte Abdrücke zu sehen, kaum wahrnehmbar im flackernden Licht der Gaslampen. Sie meinen diese Spuren, sie könnten von jedem stammen, einem Diener, einem Familienmitglied. Holmes neigte sich hin, seine Lupe in der Hand, und untersuchte die Abdrücke mit der Präzision eines Wissenschaftlers. Nicht von jedem, Watson. Seien Sie die Form des Absatzes schmal, abgenutzt in der Außenseite, mit einem charakteristischen Muster, das Zeichen eines maßgefertigten Schuhs, und die Feuchtigkeit deutet darauf hin, dass der Träger kürzlich draußen war. Interessant, finden Sie nicht, dass jemand in einer so nebligen Nacht das Haus verlassen und wieder betreten hat, ohne es zu erwähnen? Sie denken in Grayson den Butler? Fragte ich, während ich in den Kutscher dachte, dessen ungewöhnlich sober Hände Holmes zuvor aufgefallen waren. Holmes lächelte schmal. Ich denke in Möglichkeiten, Watson. Grayson ist eine davon. Aber lassen Sie uns keine voreiligen Schlüsse ziehen. Kommen Sie, wir müssen den Tatort genauer untersuchen. Türchen Sie. Wir treten durch eine Seitentür in den Garten des Herrenhauses, wo der Nebel so dicht war, dass die Umriss der Hecken und Statuen wie Gespenster wirkten. Die Luft roch nach feuchter Erde und dem schwachen Duft von Rosen, die irgendwo in der Dunkelheit blühten. Holmes bewegte sich mit der Sicherheit eines Jägers. Seine Augen suchten den Boden ab, während er seine Taschenlampe schwenkte. Hier, sagte er plötzlich und deutete auf eine Stelle nahe der Mauer, die das Anwesen umgab. Schauen Sie, Watson, weiter Spuren. Ich kniet mich neben ihn und sah, was ermüdende Fußabdrücke, die sich durch den feuchten Rasen zogen, führten zur Mauer und verschwanden dort. Die Mann hat die Mauer überklettert, sagte ich. Ein Eindringling? Möglich, antwortete Holmes, doch seine Stimme war skeptisch. Nemelsen Sie die Rüstung der Spuren, sie führen hinaus, nicht hinein. Wer auch immer diese Abdrücke hinterlassen hat, kam aus dem Haus und hat es auf diesem Weg verlassen. Und sehen Sie hier, er deutete auf eine kleine Vertiefung im Boden, in der ein winziger Metallgegenstand glänzte. Holmes hob ihn auf und hielt ihn ins Licht. Es war eine winzige Schraube, wie sie in einer Uhr verwendet werden könnte. Ein Schraubel aus der Uhr? Fragte ich. Vielleicht, sagte Holmes, während er den Gegenstand in ein Taschentuch wickelte. Oder ein Hinweis, der absichtlich zurückgelassen wurde. Jemand spielt ein sehr geschicktes Spiel, Watson. Wir kehrten ins Haus zurück, wo Lord Haverford uns in der Eingangshalle erwartet. Seine Nervosität war nun unverkennbar, seine Hände zitterten und sein Blick wanderte unruhig zwischen uns hin und her. Haben Sie etwas gefunden, Mr. Holmes? Fragte er. Nur spüren, antwortete Holmes vage. Sagen Sie mir, Lord Haverford, haben Sie heute Abend jemanden das Haus verlassen sehen? Vielleicht einen Diener, der einen späten Botengang erledigte? Haverford schüttelte den Kopf. Nein, niemand. Die Bediensteten waren alle in ihren Quartieren, und Grayson war hier. Im Haus, ich bin sicher, er hätte es mir gesagt, wenn jemand hinausgegangen wäre. Natürlich, sagte Holmes, doch seine Augen verengten sich leicht. Ich würde gerne mit Grayson sprechen. Grayson, der Butler,
wurde gerufen und erschien kurz darauf. Er war ein hochgewachsener Mann mit einem Gesicht, das wie aus Granit gemeißelt schien, und Augen, die nichts preisgaben. Seine Haltung war makellos, doch ich bemerkte, dass seine Hände, jene Hände, die Holmes so fasziniert hatten, nun leicht schmutzig waren, als ob er sie hastig gewaschen hätte. Grayson, begann Holmes, seine Stimme sanft, aber durchdringend. Sie sind seit vielen Jahren in diesem Haus. Sagen Sie mir, haben Sie heute Abend etwas Ungewöhnliches bemerkt? Mit einem Laut, eine Bewegung, vielleicht jemanden, der sich draußen herumtrieb. Grayson nickte den Kopf leicht. Nix, Sir. Ich war den ganzen Abend im Dienst. Wie immer, nach dem Abendessen habe ich Türen überprüft und mich dann die Vorbereitungen für den nächsten Tag gekümmert. Under Sie haben niemanden das Haus verlassen sehen, fragte Holmes. Seine Augen fixierten Grayson wie ein Falke. Niemanden, Sir, antwortete Grayson, doch seine Stimme hatte einen Hauch von Anspannung, der mir nicht entging. Holmes nickte, als ob er zufrieden wäre, doch ich kannte ihn gut genug, zu wissen, dass er es nicht war. Sehr gut. Eine letzte Frage, Grayson. Ihre Schuhe, sie sind maßgefertigt, nicht wahr? Ein Geschenk von Lord Haverford. Vielleicht, Grayson blinzelte, nur für einen Moment, bevor er antwortet. Ja, Sir, ein Geschenk vor einigen Jahren. Sie sind sehr bequem, zweifellos, sagte Holmes und wandte sich ab, als ob die Unterhaltung beendet wäre. Doch als Grayson den Raum verließ, murmelte Holmes leise, Watson, habe Schmutzporen in seinen Hosenbeinen bemerkt. Frische Erde, wie sie im Garten zu finden. Unser Freund Grayson war heute Nacht draußen, und ich bezweifle, dass es nur ein Spaziergang war. Sie denken, er hat die Uhr zerstört? Fragte ich. Holmes schüttelte den Kopf. Nicht unbedingt. Unbedingt. Aber er weiß etwas, Watson. Und ich beabsichtige, herauszufinden, was es ist. Kommen Sie, wir müssen dieses Pergament entschlüsseln, das wir gefunden haben. Es könnte der Schlüssel zu allem sein. Wir kehrten in den Salon zurück, wo Holmes das vergilbte Pergament auf einen Tisch legte und begann, die verschlüsselte Schrift zu studieren. Die Liste war in einer seltsamen Mischung aus Zahlen und Buchstaben geschrieben, die keinen sofortigen Sinn ergaben. Alt, aber raffiniert. Möglicherweise eine Variante der Wegener-Chiffre, aber die Schlüssel sind oft die einfachsten Antworten. Lassen Sie uns die Namen der Familie als mögliche Schlüssel ausprobieren. Er schrieb die Namen Archibald, Eleanor, Charles, Beatrice auf ein Blatt Papier und begann sie systematisch gegen die Chiffre zu testen. Nach einigen Minuten runzelte er die Stirn. Nies, die Chiffre ist komplexer, als ich dachte. Wir brauchen mehr Kontext. Watson, wir müssen den Ursprung dieser Uhr herausfinden. Wer hat sie gebaut? Und warum war sie so wichtig, dass jemand sie zerstören wollte? In diesem Moment hörten wir ein leises Geräusch, intern, das aus dem oberen Stockwerk kam. Holmes' Kopf fuhr hoch, seine Augen blitzten. Watson, bleiben Sie hier, bewaschen Sie das Pergament. Ich werde nachsehen. Bewahl, wie protestieren konnte.
war er bereits die Treppe hinauf verschwunden, seine Schritte lautlos wie die eines Raubtiers. Ich stand allein im Salon, das Pergament in der Hand, und spürte, wie mein Herz schneller schlug. Die Schatten der Porträts in den Wänden schienen mich zu beobachten, und das Ticken einer fernen Uhr, eine andere, unverserte Uhr, hallte durch das Haus wie ein Warnsignal. Was auch immer Holmes entdecken würde, ich wusste, dass wir erst am Anfang eines Rätsels standen, das tiefer und gefährlicher war, als wir es uns je vorgestellt hatten. Kapitel 4. Das Geheimnis des Uhrmachers. Die Morgendämmerung hatte den Nebel über London kaum durchbrochen, als Holmes und ich in einer Droschke durch die engen Gassen von Whitechapel fuhren. Die Straßen waren noch still, abgesehen vom gelegentlichen Rattern eines frühen Lieferwagens oder dem leisen Murmeln der Straßenkehrer, die den Schmutz der Nacht beseitigten. Holmes saß mir gegenüber, das verschlüsselte Pergament in der Hand, seine Augen in tiefer Konzentration versunken. Die Ereignisse der Nacht im Herrenhaus der Haverfords hatten ihn in einen Zustand versetzt, den ich nur als fieberhafte Wachsamkeit bezeichnen konnte. Jene Mischung aus Neugier und Entschlossenheit, die ihn antrieb, wenn ein Fall seine ganze Aufmerksamkeit forderte. Watson, sagte er, ohne aufzublicken, haben Sie jemals die Kunst der Uhrmacherei betrachtet? Sie ist ein Zusammenspiel von Präzision und Geduld, ein mechanisches Gedicht. Doch in den Händen eines Meisters kann eine Uhr mehr sein als ein Zeitmesser. Sie kann ein Tresor für Geheimnisse sein. Sie glauben. Die Uhr der Haverfords wurde von einem solchen Meister gebaut? Fragte ich, während die Droschke über das Kopfsteinpflaster holperte. Davon bin ich überzeugt, antwortet Holmes. Die Gravur auf der Scherbe, die winzige Schraube im Garten, das Verborgen, Fach, all das deutet auf ein handwerkliches Können hin, das weit über das Gewöhnliche hinausgeht. Und wenn wir den Mann finden, der diese Uhr geschaffen hat, finden wir vielleicht den Schlüssel zu unserem Rätsel. Unser Ziel war ein kleines, unscheinbares Geschäft in einer Seitengasse, dessen Schild im Wind knarrt. Elias Morgenstern, Uhrmacher. Holmes hatte den Namen aus einer winzigen Inschrift entdeckt, die auf der Rückseite des verborgenen Fachs der Uhr eingraviert war, kaum sichtbar ohne seine Lupe. Morgenstern hatte er gemurmelt, ein Name, der in den Kreisen der Londoner Uhrmacher-Legende ist. Wenn jemand Licht in dieses Geheimnis bringen kann, dann er. Das Geheft war ein Relikt vergangener Zeiten, mit schmutzigen Fenstern und einem Eingang, der von einer dicken Staubschicht zeugte. Als wir eintraten, erklang eine kleine Glock, und der Geruch von altem Holz und Metallöl erfüllte die Luft. Der Raum war vollgestopft mit Uhren aller Art, Standuhren, Taschenuhren, Pendeluhren, deren Ticken ein unregelmäßiges, aber hypnotisches Konzert ergab. Hinter einem Tresen, übersät mit Werkzeugen und Zahnrädern, saß ein älterer Mann mit grauem Haar und einer Brille, die auf seiner Nasenspitze balancierte. Elias Morgenstern. Mr. Morgenstern, begann Holmes, seine Stimme höflich, aber bestimmt, mein Name ist Sherlock Holmes, und dies ist mein College, Dr. Watson. Wir sind hier wegen einer Uhr, die Sie vor vielen Jahren gefertigt haben, ein Erbstück der Familie Haverford. Morgenstern blickte auf, seine Augen scharf und wachsam, trotz seines fortgeschrittenen Alters.
Haverford, sagte er, seine Stimme rau wie Sandpapier. Das ist ein Name, den ich seit Jahrzehnten nicht gehört hab. Was wollen Sie von mir? Ich bin nur ein alter Mann, der Uhren repariert. Holmes lächelte, in Lächeln, das mehr Fragen als Antworten versprach. Ich glaube, Sie sind mehr als das, Mr. Morgenstern. Ihre Initialen sind in eine Uhr graviert, die gestern Nacht zerstört wurde. Eine Uhr mit einem verborgenen Fakt, das ein verschlüsseltes Dokument enthielt. Ich möchte wissen, was Sie über diese Uhr wissen. Morgenstern lehnte sich zurück, seine Finger spielten nervös mit einer kleinen Senge. Zerstört. Sagen Sie, das ist bedauerlich, ich erinnere mich an diese Uhr. In Auftrag von Sir Reginald Haverford vor fast 50 Jahren. Er war ein Mann mit vielen Geheimnissen, und er wollte eine Uhr, die eines davon bewähren konnte. Ich habe sie gebaut. Ja, aber ich habe nie gefragt, was er darin verbarg. Das war nicht meine Aufgabe. Nicht Ihre Aufgabe, fragte Holmes. Seine Augen verengten sich. Und da haben Sie ein Fach eingebaut, das so geschickt verborgen war, dass es ein halbes Jahrhundert unentdeckt blieb. Sagen Sie mir, Mr. Morgenstern, haben Sie jemals mit jemandem aus der Familie Haverford nach Sir Reginald gesprochen? Vielleicht mit einem Butler namens Grayson? Morgensterns Gesäß versteinert für einen Moment, bevor er den Kopf schüttelte. Grayson? Ich kenne keinen Grayson. Und was die Uhr angeht, ich habe nur den Mechanismus gebaut. Was die Haverfords damit gemacht haben, liegt außerhalb meiner Kenntnis. Holmes zog das Pergament aus seiner Tasche und legte es auf den Tresen. Dann erklären Sie mir dies, den verschlüsselte Liste, gefunden in dem Fach, das Sie gebaut haben. Sie wissen mehr, als Sie zugeben, Mr. Morgenstern, und ich rate Ihnen, ehrlich zu sein, denn ich habe wenig Geduld für Ausflüchte. Die Spannung im Raum war greifbar, das Ticken der Uhren schien lauter zu werden, als ob sie die Sekunden bis zu Morgensterns in Wort zählten. Der alte Mann starrte auf das Pergament, seine Hände zitterten leicht. Das ist nicht meine Schrift, sagte er schließlich, aber ich erkenne die Art der Chiffre. Es ist eine alte Methode, die Sir Reginald benutzte. Er war besessen von Geheimnissen, von Codes. Er sagte, die Uhr sei für die Zukunft seiner Familie bestimmt, ein Schutz, aber auch eine Warnung. In Warnung, Wolver, fragte ich unfähig, meine Neugier zu sämen. Morgenstern sah mich in seine Augen voller Schatten. Vorverrat, Dr. Watson. Wer sagte, die Uhr würde die Wahrheit enthüllen, wenn die Zeit gekommen sei. Aber er warnte mich auch, dass die Wahrheit gefährlich sei. Mehr weiß ich nicht. Holmes nickte, doch ich konnte sehen, dass er nicht überzeugt war. Sehr gut, Mr. Morgenstern. Aber ich werde wiederkommen, wenn ich mehr Fragen habe, und ich rate Ihnen, sich in jedes Detail zu erinnern, das Sie vielleicht vergessen haben. Als wir das Geschäft verließen, war der Nebel dichter geworden, und in die Straßen von Whitechapel wirkten wie ein Labyrinth aus Schatten. Holmes war ungewöhnlich still, seine Gedanken sichtlich mit der Chiffre und Morgensterns Worten beschäftigt. Watson, sagte er schließlich, dieser Mann lügt nicht, aber er sagt auch nicht die ganze Wahrheit. Die Uhr war kein bloßer Auftrag für ihn. Er kannte Sir Reginald besser, als er zugibt. Und der Chiffer? Fragte ich.
Holmes hielt das Pergament gegen das schwache Licht in Straßenlaterne. Die Chiffre ist der Schlüssel, Watson, aber wir brauchen den richtigen Schlüssel, und ich vermute, er liegt irgendwo in der Vergangenheit der Haverfords. Wir müssen zurück ins Herrenhaus. Ich hab das Gefühl, dass unser Freund Grayson mehr weiß, als er uns verraten hat. Als wir in die Droschke stiegen, hörte ich ein leises Geräusch, das Knirschen von Schritten auf dem Kopfsteinpflaster, das im Nebel verhallte. Ich drehte mich um, doch die Straße war leer. Holmes' Blick traf meinen, und ich wusste, dass er es auch gehört hatte. Jemand folgt uns, Watson, murmelte er. Dieses Spiel wird immer interessanter. Kapitel 5. Die verborgene Kammer. Die Rückfahrt zum Herrenhaus der Haverfords war von einer angespannten Stille geprägt, die nur vom monotonen Klappern der Pferdehufe und dem gelegentlichen Knarren der Droschke unterbrochen wurde. Der Nebel Londons hatte sich verdichtet, als wollte er die Geheimnisse des Falls noch tiefer verhüllen. Sherlock Holmes saß mir gegenüber, das verschlüsselte Pergament in der Hand, seine Augen halb geschlossen, doch ich wusste, dass sein Verstand auf Hochtouren arbeitete. Die Begegnung mit Elias Morgenstern hatte mehr Fragen als Antworten geliefert, und die Andeutung, dass uns jemand durch die Straßen von Whitechapel gefolgt war, hatte eine neue Ebene der Dringlichkeit hinzugefügt. Watson, sagte Holmes, schließlich seine Stimme ruhig, aber durchdringend haben Sie jemals über die Architektur alter Herrenhäuser nachgedacht. Sie sind nicht nur Gebäude, sondern Rätsel aus Stein und Holz, voller verborgener Winkel und Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden. Sie glauben, das Herrenhaus birgt mehr Geheimnisse als nur die zerbrochene Uhr, fragte ich, während ich versuchte, mit seinem Gedankengang Schritt zu halten. Holmes lächelte schmal. Ich glaube, Watson, dass das Herrenhaus selbst ein Teil des Rätsels ist. Sir Reginald Haverford war ein Mann, der Geheimnisse liebte, und ein Mann wie er würde seine wertvollsten Geheimnisse nicht allein in einer Uhr verbergen. Wir müssen tiefer graben, buchstäblich. Als wir das Herrenhaus erreichten, war es bereits später Vormittag, doch die düstere Atmosphäre des Anwesens schien die Sonne zu verschlucken. Lord Haverford begrüßte uns in der Eingangshelle, sein Gesicht noch gezeichneter als in der Nacht zuvor. Mr. Holmes, Dr. Watson, sagte er mit einem zittrigen Lächeln, ich hoffe, Sie haben Fortschritte gemacht. Die Spannung in diesem Haus wird unerträglich. Fortschritt, Lord Haverford, sind wie die Zahnräder einer Uhr. Sie drehen sich langsam, aber präzis, antwortete Holmes. Ich würde gerne den Salon erneut untersuchen, und zwar in Ruhe. Es gibt Details, die wir vielleicht übersehen haben. Haverford nickte, obwohl seine Augen nervös flackerten. Natürlich, Grayson wird sie begleiten. Oh, das wird nicht nötig sein, sagte Holmes mit einer Leichtigkeit, die seine wachsamen Augen Lügen straft. Dr. Watson und ich kommen zurecht. Aber sagen Sie, Lord Haverford, gibt es im Haus Räume oder Bereiche, die selten genutzt werden? Alte Keller, Dachböden, vielleicht versteckte Kammern. Haverford blinzelt, überrascht von der Frage. Versteckte Kammern. Nicht, dass ich wüs Operative System. Steht dieses Haus ist alt, sicher, aber ich kenne jeden Winkel, oder zumindest dachte ich das.
Holmes des Blick verweilt einen Moment auf ihm, bevor sich abwandt. Sehr gut. Wir werden uns umsehen. Wir kehrten in den Salon zurück, wo die Überreste der zerbrochenen Uhr noch immer auf ihrem Sockel lagen, ein stummer Sog des Verbrechens. Holmes kniete sich erneut neben die Trümmer, doch diesmal richtete seine Aufmerksamkeit auf den Sockel selbst. Seine Finger glitten über die glatte Oberfläche, klopfen hier und dort, als ob nach einem verborgenen Mechanismus suchte. Watson, sagte leise, helfen Sie mir, diesen Sockel zu bewegen. Mit einiger Mühe schoben wir den schweren Marmorsockel zur Seite, und nadernd kam ein Mosaikboden zum Vorschein, dessen Muster ein vertrautes Symbol zeigte, den Kreis mit der durchgezogenen Linie, den wir bereits auf der Scherbe der Uhr und dem Ring des Butlers Grayson gesehen hatten. Holmeses Augen blitzten vor Zufriedenheit. Wie ich vermutet habe, murmelte er. Ein Hinweis, der auf mehr hinweist. Er neigte sich hin und untersuch das Mosaik mit seiner Lupe. Nach einigen Minuten fand er eine kleine Unebenheit, kaum größer als ein Fingernagel. Mit einem leisen Druck ertönte ein Klicken, und ein Teil des Bodens glitt zur Seite, enthüllte eine schmale steinerne Treppe, die in die Dunkelheit hinabführte. Eine verborgene Kammer, sagte ich, meine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. In der Tat, Watson? Antwortete Holmes, während seine Taschenlampe hervorholt. Bleiben Sie dicht hinter mir. Wer weiß, welche Geheimnisse hier unten lauern? Wir stiegen die Treppe hinab, die Luft wurde kälter und schwerer, je tiefer wir gingen. Der Lichtstrahl von Holmes' Lampe tanzte über grau behauene Wände, die mit alten, verstaubten Regeln bedeckt waren. Die Kammer war klein, kaum größer als ein Schrank, doch sie war gefüllt mit Kisten, alten Büchern und seltsamen Gerätschaften, die wie Werkzeuge eines Alchemisten aussahen. In der Mitte stand ein kleiner Tisch, auf dem ein in Leder gebundenes Buch lag, dessen Einband das gleiche Symbol trug. Holmes öffnete das Buch vorsichtig, seine Finger bewegten sich mit der Präzision eines Chirurgen. Die Seiten waren mit handschriftlichen Notizen gefüllt, einige in derselben verschlüsselten Schrift wie das Pergament aus der Uhr. Sir Reginalds Aufzeichnungen, sagte Holmes, das ist kein Tagebuch, Watson. Es ist ein Katalog von Geheimnissen, die die Haverford-Familie über Generationen bewahrt. Geheimnisse wann? Fragte ich, während ich über seine Schulter blickte. Holmes blätterte durch die Seiten. Seine Augen scannten die Zeilen mit einer Geschwindigkeit, die mich immer wieder erstaunte. Von Intrigen, Watson, von Intrigen, Watson, von Intrigen, Watson, von Intrigen, Watson. Hier sind Namen, Daten, Verbindungen zu einflussreichen Personen in London und darüber hinaus. Geben Sie hier. Er deutete auf eine Seite, auf der ein Satz in klarer Schrift geschrieben stand. Die Uhr bewahrt die Wahrheit, doch die Wahrheit wird das Haus zerstören. Was bedeutet das? Fragte ich. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Holmes schloss das Buch und steckte es in seinen Mantel. Das bedeutet, dass die Zerstörung der Uhr kein Zufall war. Jemand wollte, dass dieses Geheimnis ans Licht kommt oder dass es für immer verloren geht. Wir müssen herausfinden, wer und warum.
In diesem Moment hörten wir ein leises Geräusch von oben in Sharon, als ob jemand den Sockel zurückschob. Holmes sprang auf. Seine Hand griff nach der Treppe. Schnell, Watson. Sicher. Wir hasteten die Stufen hinauf. Doch als wir den Salon erreichten, war der Sockel wieder in seinem Platz und der Raum war leer. Doch am Rand des Mosaiks bemerkt Holmes etwas Neues, einen kleinen frischen Kratzer, als ob jemand in Eile gewesen wäre. Jemand weiß, dass wir hier waren, sagte Holmes, seine Stimme kalt. Und ich vermute, unser Freund Grayson hat mehr damit zu tun, als er zugibt. Kommen Sie, Watson. Wir müssen die Familie noch einmal befragen, und dieses Mal werde ich keine Ausflüchte dulden. Als wir den Salon verließen, warf ich einen letzten Blick auf den Sockel, der nun wieder die verborgene Kammer verbarg. Das Symbol des Kreises mit der Linie schien in meinem Kopf zu brennen, ein Mahnmal dafür, dass wir uns in einem Netz aus Lügen und Geheimnissen verfangen hatten, das nur Holmes Verstand entwirren konnte. Kapitel 6: Ein nächtlicher Besucher. Die Schatten im Herrenhaus der Haverfords schienen mit jedem Schritt, den wir durch die labyrinthartigen Korridore machten, länger und dichter zu werden. Der Fund der verborgenen Kammer und das in Leder gebundene Buch mit Sir Reginalds rätselhaften Aufzeichnungen hatten Holmes in einen Zustand höchster Wachsamkeit versetzt. Seine Augen glänzten vor jener unerbittlichen Entschlossenheit, die ich so oft gesehen hatte, wenn ein Fall ihn vollständig in seinen Bann sog. Durch die plötzliche Bewegung des Sockels, die uns beinahe in der Kammer eingeschlossen hätte, hatte eine neue Dringlichkeit hinzugefügt. Jemand im Haus beobachtete uns, und dieser jemand wollte nicht, dass wir die Wahrheit fanden. Watson, sagte Holmes, als wir in den großen Salon zurückkehrten, wo die Familie Haverford auf uns wartete, halten Sie die Augen offen. Unser Gegner ist hier, unter diesem Dach, und ich habe das Gefühl, dass heute Nacht erneut zuschlagen wird. Sie glauben, der Eindringling wird zurückkehren? Fragte ich, meine Hand instinktiv in der Tasche, in der ich meinen Revolver trug. Holmes nickte. Sein Blick wanderte zu den hohen Fenstern, hinter denen der Nebel wie ein grauer Vorhang. Wer auch immer den Sockel zurückgeschoben hat, wusste von der Kammer, und wer von der Kammer weiß, weiß auch von der Uhr. Wir sind einem Geheimnis auf der Spur, das jemand verzweifelt zu schützen versucht oder zu enthüllen. Die Familie war im Salon versammelt, ihre Gesichter eine Mischung aus Unbehagen und Erschöpfung. Lady Eleanor saß steif in einem Sessel, ihre Hände gefaltet, doch ihre Finger variierten eine leichte Unruhe. Charles, der junge Erbe, lehnte lässig in einem Bücherregal, ein Glas Whisky in der Hand, seine Miene gelangweilt, fast herausfordernd. Beatrice, die jüngere Tochter, saß am Fenster, ihre Augen starrten in den Nebel hinaus, als ob sie etwas suchte oder fürchtete. Lord Haverford selbst stand am Kamin, seine Hände zitterten leicht, während er versuchte, Haltung zu bewahren. Mr. Holmes, begann Lady Eleanor, ihre Stimme kühl, aber angespannt, haben Sie Fortschritt gemacht? Diese Angelegenheit hat unser Haus in Aufruhr versetzt, und ich fürchte, die Bediensteten beginnen zu tuscheln. Fortschritt? Lady Eleanor, sind wie die Schatten in diesem Raum, sie werden sichtbar, wenn das Licht richtig fällt, antwortet Holmes. Ich habe eine Frage an Sie alle.
Heute Nacht wurde ein verborgener Mechanismus im Salon aktiviert. Jemand hat versucht, Spuren zu verwischen. Wer von Ihnen war nach unserem letzten Gespräch hier? Ein unbehagliches Schweigen senkte sich über den Raum. Charles zuckte mit den Schultern. Ich war in meinem Zimmer, Holmes. Ich hab Besseres zu tun, als in dunklen Ecken herumzuschnüffeln. Beatrice sah auf ihre Augen groß und nervös. Ich, ich war im Wintergarten. Ich konnte nicht schlafen. Der Nebel, er macht mich unruhig. Lord Haverford rousperte sie. Ich war in meinem Arbeitszimmer, wie ich Ihnen sagte. Ich habe Papiere durchgesehen, und meine Frau war bei mir. Lady Eleanor nickte, doch ihre Augen wichen Holmes Blick aus. Das ist richtig. Wir waren zusammen. Holmes' Lächeln war dünn, fast raubtierhaft. Und Grayson, war ihr loyaler Butler? Grayson war bei den Badiens. Taten sagte Lord Haverford hastig, bewacht die Vorbereitungen für den morgigen Tag. Interessant, murmelte Holmes, denn ich habe Spuren gefunden, die darauf hindeuten, dass jemand kürzlich den Salon betreten und verlassen hat. Jemand mit maßgefertigten Schuhen, wie sie Grayson trägt. Ein leises Coachen entkam Beatrice, doch sie senkte schnell den Blick. Charles lachte kurz auf, ein bitteres Geräusch. Sie verdächtigen den Butler. Das ist ja fast schon banal, Holmes. Banalität, Mr. Charles, ist oft die beste Tarnung für die Wahrheit, entgegnet Holmes. Aber lassen Sie uns keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich schlage vor, dass wir uns für heute zurückziehen. Watson und ich werden die Nacht hier verbringen, wenn Sie gestatten, Lord Haverford. Ich habe das Gefühl, dass die Dunkelheit noch mehr Geheimnisse ans Licht bringen wird. Haverford nickte, obwohl er sichtlich unwohl war. Natürlich, Grayson wird Ihnen Zimmer vorbereiten. Die Nacht war hierin gebrochen, und das Herrenhaus war in eine unheimliche Stille gehüllt, nur unterbrochen vom gelegentlichen Knarren des alten Gebotes. Holmes und ich hatten uns in einem Gästezimmer im ersten Stock eingerichtet, doch Schlaf war das Letzte, woran Holmes dachte. Er saß am Fenster, seine Silhouette scharf gegen das schwache Licht der Gaslaternen draußen, und beobachtete den Garten unter uns. Watson, flüsterte er, halten Sie Ihren Revolver bereit. Ich hab eine Falle gestellt. Eine Falle? Fragte ich leise, während ich mich neben ihn setzte. Holmes nickte, seine Augen fixierten einen Punkt im Nebel. Ich habe das Lederbuch absichtlich im Salon gelassen, auf dem Tisch, gut sichtbar. Wenn unser Eindringling so neugierig ist, wie ich vermute, wird er versuchen, es zu holen. Wir warteten in angespannter Stille. Die Minuten zogen sich wie Stunden. Plötzlich hörte ich ein leises Geräusch, ein Scharren, gefolgt von einem dumpfen Schlag, der aus dem Erdgeschoss kam. Holmes sprang auf, seine Bewegungen lautlos, wie die eines Panthers. Jetzt, Watson, zischte er. Wir hasteten die Treppe hinab, unsere Schritte gedämpft auf dem dicken Teppich. Als wir den Salon errieten, war die Tür leicht angelehnt und ein schwacher Lichtschein flackerte darin. Holmes stieß die Tür auf, und im Licht einer einzelnen Kerze sahen wir eine Gestalt, die über den Tisch gebeugt war, das Lederbuch in den Händen. Die Gestalt fuhr herum,
doch der Nebel draußen verschluckte ihr Gesicht in Schatten, und bevor wir sie erreichen konnten, war sie durch ein offenes Fenster verschwunden. Nach draußen, Watson, rief Holmes, und wir rannten in den Garten, wo der Nebel uns wie ein Schleier umhüllte. Die Gestalt war schnell, ihre Schritte holten im Dunkeln, doch Holmes war schneller. Er sprintete durch den Garten, seine Taschenlampe durchschnitt den Nebel wie ein Schwert. Doch als wir die Mauer erreichten, war der Eindringling verschwunden, als hätte die Nacht ihn verschluckt. Holmes neigte sich hin und untersuchte den Boden. Sehen Sie, Watson, sagte er, seine Stimme ruhig, aber angespannt. Die gleichen Spuren wie zuvor, maßgefertigte Schuhe mit Erde befleckt. Aber hier, hob ein kleines Stück Stoff auf, das in einem Dornbusch hängen geblieben war. Ein Stück Seide, teuer, wie es eine Dame tragen könnte. Eine Dame? Fragte ich verblüfft. Sie meinen Beatrice oder Lady Eleanor? Holmes steckte das Stück Stoff ein. Seine Augen funkelten. Möglicherweise. Aber ich vermute, unser Eindringling ist geschickter, als wir dachten. Dies könnte eine Ablenkung sein. Kommen Sie, Watson. Wir müssen das Buch sichern und Grayson noch einmal befragen. Er ist der Schlüssel, oder zumindest ein Zahnrad in diesem Mechanismus. Als wir in den Salon zurückkehrten, war das Lederbuch noch da, doch eine Seite war herausgerissen. Holmes' Gesicht verfinsterte. Unser Besucher war nicht nur neugierig, murmelte, er wusste genau, was er suchte. Und ich fürchte, Watson, dass wir gerade einen gefährlichen Gegner herausgefordert haben. Kapitel 7. Die Schatten der Vergangenheit. Die Morgendämmerung hatte den Nebel über dem Herrenhaus der Haverfords kaum gelichtet, und die Ereignisse der Nacht, der flüchtige Eindringling, das herausgerissene Blatt aus Sir Reginalds Buch und das Stück Seide, hatten eine Atmosphäre der Unruhe hinterlassen, die wie ein unsichtbarer Schleier über dem Haus hing. Sherlock Holmes stand am Fenster des Gästezimmers, seine Silhouette scharf gegen das fahle Licht des frühen Morgens, während er das Stück Stoff in seinen Händen drehte. Seine Augen waren halb geschlossen, doch ich wusste, dass sein Verstand mit der Geschwindigkeit einer gut geölten Maschine arbeitete. Watson, sagte er schließlich, ohne sich umzudrehen, die Vergangenheit ist ein Labyrinth, und die Haverfords haben darin Wege angelegt, die sie lieber verborgen halten würden. Ich brauche sie, um in dieses Labyrinth einzutauchen. Während ich die Chiffre und das Buch weiter untersuche, müssen sie die Geschichte der Familie erforschen. Zeitungen, Archive, Gerechte, alles, was sie finden können. Sir Reginald war der Schlüssel, aber seine Geheimnisse reichen weiter zurück, als wir bisher wissen. Die Geschichte der Haverfords, fragte ich, während ich meinen Notizblock hervorzog. Fitzig, während ich meinen Notizblock hervorzog. Holmes lächelte schmal. Ist das denn schmal? Ein Funkeln in seinen Augen. Beginnen Sie mit den öffentlichen Archiven in der British Library. Suchen Sie nach Berichten über Sir Reginald und seine Zeit. Aber seien Sie vorsichtig, Watson. Die Wahrheit, die wir suchen, ist wie ein Schatten. Je näher wir ihr kommen, desto schwerer ist sie zu fassen. Ich machte mich auf den Weg nach London, während Holmes im Herrenhaus blieb, um die Familie weiter zu befragen und die verbleibenden Hinweise zu untersuchen. Die British Library war ein imposantes Gebäude,
dessen hohe Decken und endlose Regal eine Aura von Wissen und Geheimnissen verströmten. Mit Hilfe eines mürrischen Bibliothekars, der meine Anfrage mit einer Mischung aus Neugier und Skepsis beäugte, begann ich, alte Zeitungen und Dokumente aus der Mitte des 19. Jahrhunderts zu durchforsten, der Zeit, in der Sir Reginald Haverford seine Blütezeit erlebte. Die Suche war mühsam, doch nach mehreren Stunden stieß ich auf eine Reihe von Artikeln, die ein dunkles Bild der Familie zeichneten. Sir Reginald, so erfuhr ich, war nicht nur ein wohlhabender Aristokrat, sondern auch ein Mann mit einem Hang zu zwielichtigen Geschäften. Ein Artikel aus dem London Chronicle von 1842 berichtete von einem Skandal, in dem Sir Reginald beschuldigt wurde, in illegale Handelsgeschäfte mit dem fernen Osten verwickelt zu sein. Die Anklagen wurden nie bewiesen, doch die Gerüchte blieben haften wie Rauch nach einem Feuer. Ein weiteres Dokument, ein Verstabt Register aus einem alten Anwaltsbüro, erwähnte eine Fehde zwischen Sir Reginald und seinem jüngeren Bruder Edmund Haverford. Die beiden hatten sich über ein Erbe zerstritten, ein Erbe, das angeblich mit der Uhr verbunden war. Edmund war kurz darauf unter mysteriösen Umständen verschwunden und die Familie hatte seinen Namen aus allen offiziellen Aufzeichnungen gestrichen. Doch ein Satz in einer handschriftlichen Notiz erregte meine Aufmerksamkeit. Edmund schwor, die Wahrheit über die Uhr ins Licht zu bringen, koste es, was es wolle. Als ich tiefer grub, fand ich eine Verbindung zu einem alten Geheimbund, der als Orden des Kreises bekannt war. Ein Name, der mir einen Schauer über den Rücken jagte, denn das Symbol des Kreises mit der durchgezogenen Linie war uns bereits mehrfach begegnet. Der Orden, so hieß es, war eine Gruppe von einflussreichen Männern, die sich der Bewahrung von Geheimnissen verschrieben hatten, die die Macht hatten, Reiche zu stürzen. Sir Reginald war angeblich ein Mitglied gewesen, doch die Details waren vage, als ob jemand die Wahrheit absichtlich verschleiert hätte. Mit einem Stapel Notizen und einer wachsenden Unruhe kehrte ich am späten Nachmittag ins Herrenhaus zurück. Bill saß im Salon das Lederbuch vor sich, umgeben von Papieren, auf denen er verschiedene Entschlüsselungsversuche notiert hatte. Watson, sagte er, ohne aufzublicken, Ihre Schritte sind schwerer als üblich. Sie haben etwas gefunden, nicht wahr? Ich legte die Notizen vor ihn und berichtete, was ich entdeckt hatte, den Skandal, die Fehde mit Edmund, den Orden des Kreises. Holmes hörte schweigend zu, seine Finger trommelten leicht auf den Tisch, ein sicheres Zeichen, dass sein Verstand die Informationen wie Zahnräder in einer Uhr zusammensetzte. Der Orden des Kreises, murmelte er schließlich, das erklärt das Symbol. Und Edmund, ein Bruder, der verbannt wurde. Interessant. Watson, Sie haben gut gearbeitet. Und Sie hier, Ihr Deute auf das Lederbuch, wo er eine Seite markiert hatte. Ich habe einen Teil der Chiffre entschlüsselt. Es ist keine Wegener-Chiffre, wie ich zunächst dachte, sondern eine komplexere Variante, die auf einem Schlüsselwort basiert. Ich habe Reginald als Schlüssel verwendet und es hat funktioniert. Die Liste enthält Namen, Namen von Mitgliedern des Ordens, zusammen mit Daten und Orten. Einer dieser Namen ist besonders interessant.
Grayson, Willa, and Punkt apostrophe. Grayson, rief aus. Unser Butler, Holmes nickte. Sein Augen funkelten, oder jemand, der mit ihm verwandt ist. Der Name taucht in Verbindung mit einem Treffen im Jahr in 1845 auf, kurz bevor Edmund verschwand. Ich vermute, dass der Grayson, den wir kennen, mehr über die Vergangenheit der Haverfords weiß, als er zugibt. Vielleicht ist er ein Nachkomme, vielleicht ein Hüter der Geheimnisse des Ordens. Aber warum sollte er die Uhr zerstören? Fragte. Vielleicht hat er sie nicht zerstört, sagte Holmes. Vielleicht wollte er, dass das Fach entdeckt wird. Oder vielleicht ist er nicht der einzige Spieler in diesem Drama. Wir müssen ihn konfrontieren. Aber nicht jetzt. Zuerst müssen wir die restliche Schiffe entschlüsseln und herausfinden, was die herausgerissene Seite enthielt. In diesem Moment hörten wir ein leises Klopfen an der Tür. Grayson trat ein, sein Gesicht wie immer undurchdringlich. Mr. Holmes, Dr. Watson, sagte er, das Abendessen ist serviert, die Familie erwartet sie. Dominics Blick traf den des Butlers, und für einen Moment schien die Luft zwischen ihnen zu knistern. Vielen Dank, Grayson, sagte Holmes mit einer Höflichkeit, die seine Wachsamkeit verbarg. Wir werden gleich da sein. Als Grayson den Raum verließ, flüsterte Holmes, Watson, behalten wir ihn im Auge. Die Schatten der Vergangenheit sind lang und ich habe das Gefühl, dass sie uns bald einholen werden. Kapitel 8. Der falsche Verdächtige. Das Abendessen im Herrenhaus der Haverfords war eine angespannte Angelegenheit, bei der die Stille schwerer wog als die opulenten Speisen, die auf dem langen Mahagonitisch serviert wurden. Die Kerzen in den silbernen Leuchtern warfen flackernde Schatten auf die Gesichter der Familie, die wie Masken wirkten. Jede verbarg ihre eigenen Gedanken und Ängste. Lord Haverford saß am Kopfende, seine Hände das Besteck geklammert, als ob sich in etwas Festem festhalten müsste. Lady Eleanor, makellos wie immer, aß mit einer Präzision, die eher an Pflicht als an Genuss erinnert. Charles, der junge Erbe, stacherte lustlos in seinem Essen herum. Sein Blick wanderte zwischen Holmes und mir hin und her, als ob unsere Absichten abzuschätzen versuchte. Beatrice, die Jüngste, war auffallend still, ihre Augen auf ihren Teller gerichtet, doch ihre Finger zitterten leicht, als sie das Weinglas hob. Sherlock Holmes, der neben mir saß, schien die Spannung im Raum wie ein Wissenschaftler zu studieren. Seine Augen glitten von Gesicht zu Gesicht, als ob jedes Zucken eine neue Variable in seinem mentalen Kalkül darstellte. Ich selbst fühlte mich zunehmend unwohl, nicht nur wegen der bedrückenden Atmosphäre, sondern auch wegen der Erkenntnisse aus meinen Recherchen und der Begegnung mit dem nächtlichen Eindringling. Das Stück Seide, das Holmes gefunden hatte, und der Name Grayson William in Sir Reginalds verschlüsselten Aufzeichnungen hatten die Verdächtigungen gegen den Butler verstärkt. Doch Holmes' Warnung, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, holte in meinem Kopf wieder. Mr. Holmes, begann Lord Haverford schließlich, seine Stimme brach die still wie ein Hammerschlag. Sie haben uns den ganzen Tag in Unruhe gehalten.
Haben Sie etwas Konkretes über die Zerstörung der Uhr herausgefunden? Ich kann nicht glauben, dass dies ein bloßer Akt von Vandalismus war. Berichtet durch sie ein bloßer Akt von Vandalismus war. Holmes legte sein Besteck beiseite, sein Bewegungen bedacht und präzis. Lord Haverford, die Uhr war kein Zufallsziel. Sie war ein Schlüssel, nicht nur zu einem Geheimnis, sondern zu einer Wahrheit, die jemand in diesem Haus entweder enthüllen oder verbergen will. Ich habe Beweise gefunden, die auf eine Person hinweisen, die heute Nacht versucht hat, Spuren zu verwischen. Unkollektivs. Luftholen ging durch den Raum. Beatrice verschüttete einen Tropfen Wein. Und Charles's Augen verengten sich. Sie sprechen von Grayson, nicht wahr? Sagte er, seine Stimme trieft vor Spott. Der True Butler, der plötzlich zum Verbrecher wird, das ist ja fast zu offensichtlich. Holmes' Lächeln war cool, fast raubtierhaft. Offensichtlich, Mr. Charles? Die offensichtliche Antwort ist oft eine Ablenkung. Und aus dessen sie uns die Fakten betrachten. Dessen war heute Nacht im Garten, obwohl behauptet, im Haus gewesen zu sein. Die Schuhe tragen Spuren von Erde, die mit denen übereinstimmen, die wir in der Mauer gefunden haben. Und dann ist da noch das Stück Seide, ein Stoff, der nicht zu einem Butler passt, aber vielleicht zu jemandem, der ihn lenkt. Lady Eleanor richtet sich auf, ihre Augen funkelten vor Empörung. Das ist absurd. Grayson ist seit Jahrzehnten bei uns. Würde niemals, sie stockte, als ob sie sich selbst nicht ganz überzeugen konnte. Holmes hob eine Hand, seine Stimme sanft, aber unerbittlich. Niemand ist über jeden Zweifel erhaben, Lady Eleanor, aber ich stimme Ihnen zu, dass die Wahrheit komplexer ist. Deshalb schlage ich vor, dass wir Grayson jetzt sprechen. Lord Haverford nickte, und Grayson wurde gerufen. Der Butler trat ein, seine Haltung makellos, doch ich bemerkte ein leichtes Zittern in seinen Händen, als sich vor uns verbeugte. Sie wollten mich sprechen, Sir? Fragte seine Stimme ruhig, aber mit einem Unterton, der seine Anspannung verriet. Grayson, begann Holmes, Sie haben behauptet, den ganzen Abend im Haus gewesen zu sein. Doch die Beweise sprechen eine andere Sprache. Erde an Ihren Hosenbeinen, Spuren im Garten, ein Versuch, ein Buch aus dem Salon zu stehlen, oder zumindest eine Seite davon. Was haben Sie dazu zu sagen? Der Bild, Graysons Gesicht, blieb unbewegt, doch seine Augen flackerten für einen Moment. Mr. Holmes, ich versichere Ihnen, ich habe nichts gestohlen, ich war im Garten, das ist wahr, aber nur, um die Tor zu überprüfen. Es gab Gerüchte über Einbrecher in der Gegend, und ich wollte sicherstellen, dass das Anwesen geschützt ist. Einbrecher? Fragte Holmes, sein Stimme trieft vor Skepsis. Und warum haben Sie das nicht erwähnt, als wir Sie gestern Nacht befragten? Ich hielt es für unwichtig, antwortete Grayson, seine Stimme nun fester. Ich wollte die Familie nicht beunruhigen. In diesem Moment sprang Charles auf, sein Gesicht rot vor Wut. Das ist doch lächerlich. Grayson, du bist erwischt worden. Gib es zur Ruhe, du hast die Uhr zerstört, du hast das Buch gestohlen. Was hast du vor? Erpressung, Reich? Charles, rief Lady Eleanor scharf.
doch ihr Sohn ignorierte sie. Ich hab genug von diesem Theater, fuhr Charles fort. Ich hab die gestern Nacht im Korridor gesehen, Grayson, in der Nähe des Salons. Du dachtest, niemand würde dich bemerken, aber ich hab dich gesehen. Ein Raunen, jen, ging durch den Raum. Beatrice ließ ihr Glas fallen, das mit einem leisen Klirren auf dem Tisch landete. Grayson drehte sich langsam zu Charles, seine Augen kalt wie Stahl. Master Charles, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich war in meinem Quartier, nachdem ich die Türen überprüft hatte. Holmes lehnte sich zurück, seine Finger aneinandergelegt. Seine Augen funkelten vor Interesse. Das ist eine ernste Anschuldigung, Mr. Charles. Sind Sie sicher, was Sie gesehen haben? Charles nickte, sein Kiefer angespannt. Ich bin sicher. Er war dort mit etwas in der Hand, einem Buch, glaube ich. Holmes wandte sich an Grayson. Nun, Grayson, Gideon senkte den Kopf, seine Stimme war ruhig, aber bestimmt. Ich lehne die Anschuldigung, Sir. Wenn Master Charles mich gesehen hat, irrt sich, oder lügt. Die Spannung im Raum war greifbar, wie ein Gewitter, das kurz vor dem Ausbruch stand. Lord Haverford schlug mit der Faust auf den Tisch. Genug, Mr. Holmes. Ich verlange, dass Sie diese Angelegenheit klären. Wenn Grayson schuldig ist, will ich Beweise sehen. Holmes nickte langsam. Beweise, Lord Haverford, sind genau das, was ich suche. Grayson, Sie dürfen gehen. Vorerst, aber sehen Sie gewiss, dass ich sie im Auge behalte. Grayson verbeugte sich, dann verließ den Raum, doch ich bemerkte, wie sein Blick kurz auf Beatrice fiel, die schnell wegsah. Holmes' Augen folgten dieser Interaktion, und ich wusste, dass ihm nichts entgangen war. Nach dem Abendessen zog Holmes mich in den Salon zurück, wo das Letterbuch noch immer auf dem Tisch lag. Watson, sagte er leise, Charles' Anschuldigung war so bequem. Er hat Grayson beschuldigt, den Verdacht von sich selbst abzulenken oder von jemand anderem. Und haben Sie Beatrices Reaktion bemerkt? Sie weiß etwas, aber sie hat Angst. Sie denken, Charles lügt? Fragte ich. Nicht unbedingt, antwortet Holmes, aber er sagt nicht die ganze Wahrheit. Die herausgerissene Seite aus dem Buch, das Stück Seite, die Spuren im Garten. All das deutet auf ein komplexeres Spiel. Grayson mag ein Verdächtiger sein, aber er ist nicht der Mastermind. Wir müssen die Chiffre vollständig entschlüsseln, Watson, und wir müssen herausfinden, wer wirklich hinter dem nächtlichen Besucher steckt. In diesem Moment hörten wir ein leises Klopfen an der Tür. Beatrice trat ein, ihr Gesicht blass, ihre Hände zitterten. Mr. Holmes, flüsterte sie, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Holmes nickte, seine Augen wachsam. Natürlich, Miss Beatrice. Watson, bleiben Sie in der Nähe. Ich habe das Gefühl, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommt. Kapitel 9. Das Rätsel der verschlüsselten Notiz. Die Luft im Salon der Herren. Als es war schwer von der Spannung der vergangenen Nacht, und das schwache Licht der Gaslampen warf lange Schatten, die wie Finger über die Wände testet. Sherlock Holmes stand am Tisch, das Lederbuch mit Sir Reginalds Aufzeichnungen vor sich,
während seine Augen die verschlüsselte Notiz studierten, die wir in der zerbrochenen Uhr gefunden hatten. Beatrice Haverford stand zögernd in der Tür, ihre Hände nervös ineinander verschlungen, ihre Augen groß und voller Furcht. Ihr plötzliches Erscheinen, begleitet von der Bitte, allein mit Holmes zu sprechen, hatte meine Neugier geweckt, doch ich respektierte Holmes' Wunsch und blieb in der Nähe, im Korridor, wo ich die gedämpften Stimmen hören konnte, ohne die Worte zu verstehen. Nach einigen Minuten winkte Holmes mich zurück in den Raum. Beatrices Gesicht war blass, ihre Lippen zitterten, als sie sich in einen Sessel sinken ließ. Watson, begann Holmes, seine Stimme ruhig, aber durchdringend, Miss Beatrice hat etwas Interessantes enthält. Erzählen Sie es ihm, Miss Beatrice, genau so, wie Sie es mir erzählt haben. Beatrice schluckte schwer. Ihre Augen huschten zwischen uns hin und her. Ich hab gestern Nacht jemanden gesehen, flüsterte sie. Nicht Grayson, sondern eine andere Gestalt. Sie war im Garten, nahe der Mauer, wo Sie die Spuren gefunden haben, Mr. Holmes. Ich konnte das Gesicht nicht sehen, aber es war eine Frau. Sie trug einen dunklen Umhang, und ich glaube, sie hatte etwas in der Hand, ein Buch oder ein Bündel Papiere. Eine Frau? Fragte ich. Meine Gedanken wanderten sofort zu dem Stück Seide, das Holmes gefunden hatte. War es Lady Eleanor? Beatrice schüttelte. Den Kopf ihrer Stimme brach. Ich weiß es nicht. Es war so dunkel und der Nebel war so dicht, aber ich schwöre, es war nicht Mutter. Sie bewegte sich anders, schneller, fast wie ein Schatten. Ich wollte es Ihnen früher sagen, aber ich hatte jemand beobachtet uns, Mr. Holmes, und ich fürchte, es hat mit der Uhr zu tun. Holmes nickte. Seine Finger trommelten leicht auf das Lederbuch. Danke, Miss Beatrice. Ihre Beobachtung ist wertvoll. Aber sagen Sie mir, warum haben Sie so lange gewartet, bevor Sie uns davon erzählten? Beatrice senkte den Blick. Ihre Hände krampften sich in den Stoff ihres Kleides. Ich habe eine Notiz gefunden. In meinem Zimmer heute Morgen. Sie lag unter meinem Kissen. Sie zog ein kleines Zerknitterstück Papier hervor und reichte es Holmes. Es war eine Warnung. Holmes nahm die Notiz und entfaltete sie vorsichtig. Ich beugte mich vor, um einen Blick darauf zu werfen. In einer krakeligen, hastigen Schrift stand: Sprich nicht, oder die Uhr wird dein Schweigen erzwingen. Holmeses Augen verengten sich, seine Lippen formten ein schmales Lächeln. Interessant, murmelte die Handschrift ist absichtlich vers, um die Identität des Schreibers zu verbergen. Aber die Tinte, sehen Sie, Watson, die Tinte ist frisch, nicht älter als ein paar Stunden. Diese Notiz wurde heute Morgen geschrieben, wahrscheinlich von jemandem im Haus. Jemand im Haus? Fragte ich. Aber wer würde Beatrice bedrohen? Jemand, der weiß, dass sie etwas gesehen hat, antwortet Holmes, und jemand, der verzweifelt versucht, die Wahrheit hinter der Uhr zu verbergen oder sie zu enthüllen. Miss Beatrice, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit. Sie sollten jetzt zu Ihrer Familie zurückkehren, aber seien Sie vorsichtig. Sagen Sie niemandem von dieser Notiz. Beatrice nickte, ihre Augen voller Angst, und verließ den Raum.
Als die Tür hinter ihr zuschlug, wandte sich Holmes wieder dem Lederbuch zu. Watson, sagte er, die Chiffer wird immer komplexer, aber ich habe Fortschritte gemacht. Die herausgerissene Seite, die unser nächtlicher Besucher gestohlen hat, war kein Zufall. Sie enthielt eine Liste von Orte, die mit dem Orden des Kreises verbunden sind. Einer dieser Orte ist hier im Herrenhaus. Herrenhaus? Fragte ich, meine Stimme voller Unglauben. Sie meinen die Kammer? Holmes schüttelte den Kopf. Nicht nur die Kammer. Die Notiz, die wir in der Uhr gefunden haben, verweist auf etwas Größeres, ein Netzwerk von Verstecken, die Sir Reginald angelegt hat, betrifft die Chiffre weiter entschlüsselt und ein Wort taucht immer wieder auf Krypta. Ich vermute, es gibt eine weitere verborgene Kammer, vielleicht unter der Kapelle des Anwesens. Die Kapelle? Fragte ich. Eva die Haverfords haben nie erwähnt, dass sie eine Kapelle nutzen. Genau, sagte Holmes, seine Augen funkelten. Ein Ort, der selten besucht wird, ist der perfekte Ort, um ein Geheimnis zu verbergen. Kommen Sie, Watson, wir müssen diese Krypta finden, bevor unser Gegner uns zuvor kommt. Wir verließen den Salon und machten uns auf den Weg zur Kapelle, die in einem abgelegenen Teil des Anwesens lag, halb überwuchert von FEU und von der Familie scheinbar vergessen. Die Tür war schwer, das Holz von der Zeit verwittert, doch sie öffnete sich mit einem leisen Knarren. Der Innenraum war klein, mit einem einfachen Altar und Buntglasfenstern, die das schwache Licht des Vormittags in ein kaleidoskopisches Muster brachen. Holmes ging sofort zum Altar. Seine Finger tasten über die steinerne Oberfläche, bis er ein weiteres Symbol fand, den Kreis mit der durchgezogenen Linie. Higher, sagte er, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Mit einem gezielten Druck ertönte ein dumpfes Klicken, und ein Teil des Bodens vor dem Altar glitt zur Seite, enthüllte eine steinerne Treppe, die in die Dunkelheit hinabführte. Der Geruch von feuchter Erde und altem Stein stieg uns entgegen, und ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Watson, sagte Holmes, während er seine Taschenlampe entzündete, bleiben Sie dicht hinter mir. Was auch immer wir hier unten finden, es könnte die Wahrheit enthüllen oder uns in große Gefahr bringen. Wir stiegen die Treppe hinab, die in eine kleine Krypta führte, deren Wände mit alten Inschriften bedeckt waren. In der Mitte stand ein steinerner Sarkophag, in das Symbol des Ordens eingraviert war. Holmes untersuchte ihn sorgfältig. Seine Finger glitten über die Kanten, bis er einen verborgenen Mechanismus fand. Mit einem leisen Knirschen öffnete sich eine Platte, und darin lag ein weiteres Dokument, ein einzelnes Blatt, in derselben verschlüsselten Schrift wie die Notiz aus der Uhr. Holmes hielt es ins Licht. Seine Augen scannten die Zeilen mit fieberhafter Intensität. Watson, sagte er, dies ist kein gewöhnliches Dokument. Es ist eine Liste von Namen von Personen, die mit dem Orden des Kreises verbunden sind. Und einer dieser Namen ist noch immer hier in diesem Haus. Bevor ich antworten konnte, hörte ich ein leises Geräusch hinter uns, ein Scharren wie von Schritten auf dem Stein. Holmes wirbelte herum, seine Taschenlampe durchschnitt die Dunkelheit, doch die Krypta war leer. Doch als wir zurück zur Treppe blickten, sahen wir, dass die Öffnung verschlossen war.
Jemand hatte uns eingeschlossen. Holmes flüsterte meine Hand griff nach meinem Revolver. Wir sind in eine Falle geraten. Holmes selbst lächeln war grimmig, aber entschlossen. In der Tat, Watson, du Tat, Watson. Aber eine Fall ist nur so stark wie der sie gestellt hat, und ich beabsichtige, herauszufinden, wer das ist. Kapitel 10. Verrat in den eigenen Reihen. Die Dunkelheit der Krypta war erdrückend, und das schwache Licht von Holmes' Taschenlampe warf unheimliche Schatten auf die groben Steinwände. Der steinerne Sarkophag, in dem wir das verschlüsselte Dokument gefunden hatten, stand wie ein stummer Wächter in der Mitte des Raums, während das Dampfgeräusch der zugeschobenen Bodenplatte noch in meinen Ohren nachhallte. Wir waren eingeschlossen, gefangen in einer Falle, die jemand mit kalter Präzision gestellt hatte. Mein Herz schlug schneller, meine Hand lag fest um den Griff meines Revolvers. Doch Holmes blieb ruhig. Seine Augen funkelten mit jener unerschütterlichen Entschlossenheit, die ihn in den gefährlichsten Momenten auszeichnete. Watson, sagte er leise, seine Stimme hallte leicht in der engen Krypta. Ne Falle ist nur dann wirksam, wenn sie den Geist ebenso wie den Körper gefangen hält. Unser Gegner glaubt, uns ausgeschaltet zu haben, aber er hat einen Fehler gemacht. Er hat uns unterschätzt. Wie kommen wir raus? Fragte ich, während ich die Wände absuchte, in der Hoffnung, einen verborgenen Mechanismus zu finden. Die Platte ist schwer, und es gibt keinen sichtbaren Hebel. Holmes neigte sich neben den Sarkophag. Seine Finger tasten die Kanten ab, während seine Taschenlampe über die Inschriften glitt. Die Haverfords lieben ihre Geheimnisse, Watson. Ein Mann wie Sir Reginald hätte nicht nur eine Kammer gebaut, sondern auch einen Fluchtweg. Achten Sie auf Unregelmäßigkeiten, ein loses Steinchen, eine Vertiefung, irgendetwas. Wir untersuchten die Krypta systematisch. Unsere Hände glitten über die kalten Wände, während die Luft immer schwerer wurde. Nach einigen Minuten fand Holmes eine kleine Vertiefung in der Wand, kaum größer als ein Daumenabdruck, die das vertraute Symbol des Kreises mit der durchgezogenen Linie trug. Er drückte darauf, und mit einem leisen Knirschen bewegte sich ein Teil der Wand, enthüllte eine schmale, gewundene Treppe, die nach oben führte. Ausgezeichnet, murmelte Holmes. Aber seien Sie vorsichtig, Watson. Wer auch immer uns eingeschlossen hat, könnte noch in der Nähe sein. Wir stiegen die Treppe hinauf, die in einen dunklen Korridor mündete, der hinter einem Wandteppich im Haupthaus verborgen war. Als wir vorsichtig herauskletterten, fanden wir uns in einem selten genutzten Flur wieder, nicht weit von der Kapelle entfernt. Der Wandteppich, der den Eingang verbarg, war alt und staubig, doch ich bemerkte frische Kratzspuren am Boden. Jemand hatte ihn kürzlich bewegt. Holmes' Sets Augen verengten sich. Jemand wusste von diesem Ausgang, flüsterte er, und dieser jemand wollte uns nicht nur einschließen, sondern auch kontrollieren, was wir finden. Kommen Sie, Watson. Wir müssen die Familie konfrontieren. Wir kehrten in den großen Sälen zurück, wo die Haverfords ihr Summilt hielten, ihre Gesichter eine Mischung aus Unruhe und Argwohn. Grayson stand wie immer in der Nähe der Tür, seine Haltung makellos. Doch ich bemerkte ein leichtes Zucken in seinem Gesicht,
als uns sah. Mr. Holmes, Dr. Watson, sagte Lord Haverford, seine Stimme angespannt. Wo waren Sie? Wir haben Sie gesucht. Wir haben eine kleine Entdeckung gemacht, antwortet Holmes, seine Stimme ruhig, aber scharf wie eine Klinge, eine Krypta unter der Kapelle, die weitere Geheimnisse der Familie enthält. Und jemand war so freundlich, uns dort einzusperren. Ein kollektives Coachen ging durch den Raum. Lady Eleanor rickte sich auf, ihre Augen funkelten vor Empörung. Darin gesperrt. Das ist ungeheuerlich. Wer würde so etwas tun? Eine ausgezeichnete Frage, sagte Holmes. Sein Blick wanderte langsam über die Anwesenden. Jemand, der wusste, dass wir die Krypta finden würden. Jemand, der von den verborgenen Mechanismen dieses Hauses weiß und von den Geheimnissen, die Sir Reginald hinterlassen hat. Grayson, vielleicht möchten Sie uns etwas dazu sagen. Grayson trat einen Schritt vor, seine Augen kalt und undurchdringlich. Mr. Holmes, ich versichere Ihnen, ich habe nichts mit dieser Angelegenheit zu tun. Ich war den ganzen Morgen hier, im Haus, wie die anderen Bediensteten bezeugen können. Können Sie das? Fragte Holmes, seine Stimme trieft vor Skepsis. Denn ich habe Beweise gefunden, die darauf hindeuten, dass Sie mehr über die Vergangenheit dieses Hauses wissen, als Sie zugeben. Ihr Name oder ein Name, der dem Ihren sehr ähnlich ist, taucht in Sir Reginalds Aufzeichnungen auf, in Verbindung mit dem Orden des Kreises. Die Spannung im Raum war greifbar. Charles sprang auf, sein Gesicht rot vor Wut. Ich wusste es. Grayson ist ein Verräter. Er hat die Uhr zerstört. Er hat uns alle getäuscht. Charles, setz dich, rief Lady Eleanor scharf, doch ihr Blick war auf Holmes gerichtet. Mr. Holmes, das ist eine schwere Anschuldigung. Grayson ist seit Jahrzehnten loyal. Loyalität, sagte Holmes, ist eine Tugend, die oft als Maske dient. In mir glauben nicht, dass Grayson, Königs Grayson allein handelt. Miss Beatrice, Sie haben gestern Nacht von einer Frau im Garten gesprochen. Könnten Sie uns mehr über sie erzählen? Beatrice, die bis dahin geschwiegen hatte, wurde blass. Ich, ich habe Ihnen alles gesagt. Es war dunkel. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, aber sie schien das Haus zu kennen. Sie bewegte sich, als wüsste sie genau, wohin sie geht. Holmes nickte, seine Augen funkelten. Interessant. Und da hat jemand in diesem Haus eine Notiz unter ihr Kissen gelegt, sie zum Schweigen zu bringen. Jemand, der Zugang zu ihrem Zimmer hat. Jemand, der ihnen nahe steht. Die Worte hingen schwer in der Luft. Lord Haverford runzelte die Stirn, seine Hände zitterten. Was wollen Sie damit entdeuten, Holmes? Dass einer von uns ein Verräter ist? Genau das, antwortet Holmes. Die Krypta, die Uhr, die verschlüsselte Notiz. All das deutet auf ein Geheimnis hin, das jemand in diesem Raum zu schützen versucht oder zu enthüllen. Und ich glaube, dass die herausgerissene Seite aus dem Buch, die unser nächtlicher Besucher gestohlen hat, den Schlüssel zu diesem Verrat enthält. In diesem Moment hörten wir ein leises Geräusch, ein Knarren, das aus dem Korridor kam. Holmes wirbelte herum, seine Hand griff nach der Tür,
Doch als sie öffnet, war der Flur leer. Doch auf dem Boden lag ein kleiner Gegenstand, der im Licht glänzte. Eine Wette glänzte, eine weitere winzige Schraube, wie die wir im Garten gefunden hatten. Holmes hob sie auf, seine Augen verengten sich. Watson, murmelte unser Gegner, ist uns immer einen Schritt voraus. Diese Schraube, sie ist ein Hinweis. Sie führt uns zurück zur Uhr und zu jemandem, der weiß, wie sie funktioniert. Sie, mein Morgenstern? Fragte ich. Möglicherweise, sagte Holmes, oder jemand, der sein Wissen teilt. Wir müssen die restliche Chiffre entschlüsseln, Watson. Wir müssen herausfinden, wer in diesem Haus bereit ist, uns zu töten, um die Wahrheit zu bewähren. Als wir den Salon verließen, warf ich einen Blick zurück auf die Familie. Ihre Gesichter waren wie Masken, doch hinter jeder Maske lauerte ein Geheimnis, und ich wusste, dass Holmes entschlossen war, sie alle zu enthüllen, koste es, was es wolle. Kapitel 11. Die Jagd im Regen. Der Regen hatte eingesetzt, als die Nacht über das Herrenhaus der Haverfords hereinbrach und das stete Prasseln der Tropfen auf den Fenstern klang wie ein ungeduldiges Trommel, das die Geheimnisse des Hauses zu übertönen versuchte. Sherlock Holmes stand im Salon, das Lederbuch mit Sir Reginalds Aufzeichnungen vor sich, während seine Finger über die verschlüsselte Notiz glitten, die wir in der Krypta gefunden hatten. Die winzige Schraube, die im Korridor entdeckt worden war, lag neben ihm auf dem Tisch, ein weiteres Puzzlestück in einem Rätsel, das sich immer weiter verdickte. Die Enthüllung von Beatrices Beobachtung einer Frau im Garten, die Drohnotiz unter ihrem Kissen und der Verrat, der in den eigenen Reihen lauerte, hatten die Atmosphäre im Haus zu einem Pulverfass gemacht, das nur auf einen Funken wartete. Watson, sagte Holmes, seine Stimme ruhig, aber angespannt, unser Gegner wird unvorsichtig. Die Schraube, die wir gefunden haben, ist kein Zufall. Sie ist ein Zeichen, entweder ein absichtlicher Hinweis oder ein Fehler, der uns direkt zu ihm führen wird. Wir müssen handeln, bevor erneut zuschlägt. Was schlagen Sie vor? Fragte ich, während ich meinen Mantel anzog, die Kälte des Regens bereits spürend, obwohl wir noch im Haus waren. Holmes' Augen funkelten, ein Anzeichen seiner unerbittlichen Entschlossenheit. Wir kehren nach Whitechapel zurück, zu Elias Morgenstern. Die Schraube stammt von einer Uhr, und ist der Einzige, der uns mehr über ihre Herkunft verraten kann. Aber wir müssen vorsichtig sein. Jemand folgt uns, und ich habe das Gefühl, dass dieser jemand heute Nacht zuschlagen wird. Wir verließen das Herrenhaus in aller Stille, ohne die Familie zu informieren, und stiegen in eine Droschke, die uns durch die regennassen Straßen Londons brachte. Der Regen fiel in dichten Schleiern, verwandelte die Gaslaternen in verschwommene Lichtflecken und die Kopfsteinpflaster in spiegelnde Flächen, die unsere hastigen Schritte widerspiegelten. Holmes saß schweigend, seine Augen scannten die Straßen, als ob nach einem unsichtbaren Verfolger suchte. Als wir Whitechapel erreichten, war die Gas, in der Morgensterns Uhrmacherei lag, ein dunkles Labyrinth aus Schatten und Wasser, und wir stiegen aus der Droschke und näherten uns dem Geschäft. Doch ein leises Geräusch, ein Knirschen auf dem nassen Pflaster, ließ Holmes innehalten. Watson, flüsterte er,
Jemand ist hinter uns. Bleiben Sie dicht bei mir. Wir drückten uns in den Schatten einer Mauer, während der Regen unser Mäntel durchnässt. Durch den Schleier des Regens sah ich eine Gestalt, die sich vorsichtig der Uhrmacherei näherte. Sie war in einen dunklen Umhang gehüllt, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, doch die Bewegungen waren geschmeidig, fast katzenhaft, genau wie Beatrice die Gestalt im Garten beschrieben hatte. Holmes gab mir ein Zeichen, still zu bleiben, und wir beobachteten, wie die Gestalt an der Tür des Geschäfts rüttelte, bevor sie ein kleines Werkzeug hervorzog und das Schloss knackte. In Einbrecher flüsterte, meine Hand griff nach meinem Revolver. Dit etwas Schlimmeres, murmelte Holmes. Kommen Sie, Watson, wir dürfen Sie nicht entkommen lassen. Wir stürzten aus unserem Versteck. Der Regen peitschte uns ins Gesicht. Bezirche Hus wir die Gasse hinabbrannten. Die Gestalt bemerkte uns, ließ etwas fallen, ein kleines Bündel, das im Regen landet, und sprintet in die Dunkelheit. Holmes war schneller. Seine langen Beine trugen ihn mit einer Geschwindigkeit, die mich immer wieder erstaunte. Ich folgte ihm, so gut ich konnte, während die Gassen von Whitechapel zu einem Labyrinth aus nassem Stein und Schatten wurden. Dort, rief Holmes, als die Gestalt in eine Ecke bog. Wir jackten sie durch enge Gassen, über rutschige Pflastersteine und in verlassenen Lagerhäusern vorbei. Der Regen machte die Verfolgung schwierig, doch Holmes' Instinkt war unfehlbar. Schließlich trieb er die Gestalt in eine Sackgasse, wo sie sich gegen eine Mauer drückte, die Kapuze noch immer tief im Gesicht. Zeigen Sie, rief Holmes, seine Stimme durchdrang den Regen. Es gibt keinen Ausweg mehr. Die Gestalt zögerte, dann zog sie die Kapuze zurück und guckte auf. Es war eine Frau, ihre Züge scharf und entschlossen, doch sie war niemand, den ich kannte, weder Lady Eleanor noch Beatrice. Ihr dunkles Haar klebte nass in ihrem Gesicht, und ihre Augen funkelten vor Trost. Sie wissen nicht, womit sie sich einlassen, Mr. Holmes, sagte sie, ihre Stimme ruhig, aber bedrohlich. Lassen Sie die Uhr ruhen, oder Sie werden es bereuen. Wer sind Sie? Fragte Holmes, seine Haltung entspannt, bereit, jeden Moment zuzuschlagen. Die Frau lächelte, ein kaltes, wissendes Lächeln, jemand, der die Wahrheit kennt, mehr als Sie je erfahren werden. Bevor Holmes sie erreichen konnte, zog sie ein kleines Gerät aus ihrem Umhang, eine Rauchbombe, die mit einem Zischen explodierte und die Gasse in dichten, beißenden Nebel tauchte. Als der Rauch sich lichtete, war sie verschwunden, als hätte der Regen sie fortgespült. Holmes flochte ließ, ein seltenes Zeichen von Frustration. Sie ist uns entkommen, sagte er, aber nicht ohne Spuren zu hinterlassen. Er kniete sich hin und hob das Bündel auf, das die Frau fallen gelassen hatte. Es war ein kleines, in Leder gewickeltes Päckchen, das eine einzelne Seite enthielt, die herausgerissene Seite aus Sir Reginalds Buch. Watson, sagte Holmes, während er die Seite vorsichtig entfaltete. Dies ist der fehlende Teil der Chiffre, und sehen Sie hier, er Date auf eine Seele, die in klarer Schrift geschrieben war. Die Wahrheit liegt im Blut der Haverfords. Was bedeutet das? Fragte ich.
Meine Stimme zitterte vor Kälte und Aufregung. Holmeses Augen verengten sie, seine Lippen formten ein grimmiges Lächeln. Es bedeutet, dass unser Gegner näher ist, als wir dachten, dass diese Frau, sie ist kein Außenstehender, sie ist mit der Familie verbunden, vielleicht durch Blut, vielleicht durch Geheimnisse. Wir müssen zurück ins Herrenhaus, Watson. Die Jagd ist noch nicht zu Ende. Als wir in die Droschke stiegen, den Regen noch immer auf unseren Mänteln, wusste ich, dass wir dem Herzen des Rätsels näher kamen und dass die Gefahr, die uns umgab, mit jedem Schritt wuchs. Holmes hielt die Seite fest in der Hand, seine Augen glänzten vor Entschlossenheit. Die Uhr tickt, Watson, murmelte er, und wir haben nicht mehr viel Zeit. Kapitel 12. Der letzte Akt. Der Regen hatte nachgelassen, doch die Straßen Londons glänzten noch immer nass, als unsere Droschke zurück zum Herrenhaus der Haverfords rast. Die Nacht war tief und dunkel. Die Gaslaternen warfen schwache Lichtenzellen in die Finsternis, und die Worte auf der herausgerissenen Seite, die Wahrheit liegt im Blut der Haverfords, holten in meinem Kopf wieder wie ein unheilvolles Omen. Sherlock Holmes saß mir gegenüber, das Lederbuch und die neu gefundene Seite fest in den Händen. Seine Augen glühten vor einer Intensität, die ich nur in den entscheidenden Momenten eines Falles gesehen hatte. Die Verfolgungsjagd durch Whitechapel, die Begegnung mit der geheimnisvollen Frau und die Enthüllung, dass sie mit der Familie verbunden war, hatten das Rätsel in eine neue, gefährliche Phase geführt. Watson, sagte Holmes, seine Stimme ruhig, aber durchdringend, wir stehen am Rand der Wahrheit, doch die Gefahr ist größer als je zuvor. Unser Gegner hat einen Vorteil. Er kennt das Terrain, die Geheimnisse des Hauses und die Schwächen der Familie. Aber er hat einen Fehler gemacht. Er hat uns die letzte Seite gegeben. Und diese Seite wird sein Untergang sein. Sie glauben, wir können die Chiffre jetzt vollständig entschlüsseln? Fragte ich, während die Droschke über das Kopfsteinpflaster holperte. Holmes nickte. Ein schmales Lächeln spielte um seine Lippen. Die Seite enthält den Schlüssel, den wir brauchten. Die Chiffre ist eine modifizierte Polybius-Chiffre, kombiniert mit einem Schlüsselwort, das mit der Familie verknüpft ist. Ich vermute, das Wort ist Haverford selbst. Wenn wir zurück sind, werde ich die endgültige Entschlüsselung vornehmen. Aber seien Sie gewiss, Watson, die Wahrheit wird nicht ohne Widerstand ans Licht kommen. Als wir das Herrenhaus erreichten, war die Stille im Haus fast greifbar, als ob das Gebäude selbst in Atem anhielt. Die Familie war im großen Salon versammelt, ihre Gesichter blass und angespannt im Licht der flackernden Kerzen. Lord Haverford stand im Kamin, seine Hände zitterten leicht, während Lady Eleanor mit steiner Mien in einem Sessel saß. Charles lehnte in einem Bücherregal, sein Gesicht eine Mischung aus Trotz und Unruhe, und Beatrice saß am Fenster, ihre Augen starrten in die Dunkelheit hinaus, als ob sie die geheimnisvolle Frau im Garten suchte. Grayson, der Butler, stand wie immer in der Nähe der Tür, seine Haltung makellos, doch seine Augen variierten eine Wachsamkeit, die mich frösten ließ. Mr. Holmes, begann Lord Haverford, sein Stimme heiser, Sie waren die ganze Nacht fort. Haben Sie Fortschritt gemacht? Diese Angelegenheit reißt meine Familie auseinander. Holmes trat in die Mitte der Rooms,
das Lederbuch und die herausgerissene Seite in der Hand. Fortschritt Lord Haverford, sind wie die Zahnräder einer Uhr, sie drehen sich nur, wenn alle Teile zusammenpassen. Und heute Nacht habe ich das letzte Teil gefunden. Er hielt die Seite hoch. Seine Augen glitten über die Anwesenden. Diese Seite enthält die Wahrheit über die Uhr und über den Verrat, der dieses Haus bedroht. In Raunen ging durch den Raum. Charles trat einen Schritt vor, seine Fäuste geballt. Was meinen Sie mit Verrat? Wenn Sie Grayson anklagen wollen, tun Sie es endlich. Wir alle wissen, dass der Schuldige ist. Holmes' Seft Blick war, kalt und scharf wie ein Skalpell. Grayson ist ein Teil des Puzzles, Mr. Charles, aber nicht das Zentrum. Die Wahrheit liegt tiefer im Blut der Haverfords, wie es die Schiffer ausdrückt. Lassen Sie mich Ihnen die Wahrheit zeigen. Er legte die Seite auf den Tisch und begann, die Schiffer vor den Augen der Familie zu entschlüsseln. Mit einem Bleistift notierte Buchstaben und Zahlen, während das Schlüsselwort Haverford anwandte. Nach einigen Minuten hielt er inne, seine Augen funkelten triumphierend. Die Seite enthält eine Liste von Namen, Namen von Nachkommen des Ordens des Kreises, und einer dieser Namen ist Ihnen allen bekannt, Edmund Haverford. Edmund, rief Lord Haverford. Sein Gesicht wurde aschfahl. Mein Onkel, er verschwand vor Jahrzehnten. Onkel, er verschwand vor Jahrzehnten. Er ist tot. Da befragte Holmes, seine Stimme trieft vor Skepsis. Oder Verband. Ihre Familie hat seinen Namen aus den Aufzeichnungen gestrichen, aber seine Spuren sind überall, in der Uhr, in der Krypta, in den Geheimnissen des Ordens. Und ich glaube, dass die Frau, die wir heute Nacht in Whitechapel gesehen haben, eine Verbindung zu Edmund hat. Vielleicht eine Tochter, vielleicht eine Erbin seiner Mission. Beatrice guckte. Ihre Hand flog in ihren Mund. The Nespli, ihren Mund. Sie könnte noch im Leben sein. Holmes nickte. Genau. Und ich glaube, dass jemand in diesem Raum wusste, dass sie zurückkehren würde. Jemand, der die Uhr zerstörte, um die Wahrheit ans Licht zu bringen oder um sie zu verbergen. Lady Eleanor sprang auf. Ihre Augen blitzten vor Wut. Das ist genug, Mr. Holmes. Sie werfen Entschuldigungen in den Raum, ohne Beweise. Wenn Sie Grayson oder einen von uns beschuldigen wollen, zeigen Sie uns Fakten. Holmes lächelte. In kaltes, berechnendes Lächeln. Fakten, Lady Eleanor? Lassen Sie mich Ihnen einen geben. Die Schraube, die wir im Korridor fanden, stammt von der Uhr, aber sie wurde absichtlich dort platziert, um den Verdacht auf Grayson zu lenken, an die Drohnotiz unter Beatrices Kissen. Die Tinte entspricht der, die in ihrem Schreibzimmer verwendet wird. Lady Eleanor. Die Luft im Raum schien zu gefrieren. Lady Eleanor wurde blass, ihre Hände zitterten. Das ist absurd. Warum sollte ich? Warum? Unterbrach Holmes. Vielleicht, weil Sie die Wahrheit über Edmund kennen. Vielleicht, weil Sie wissen, dass seine Nachkommen zurückgekehrt sind, um ein altes Unrecht zu sühnen. Oder vielleicht, weil Sie selbst Teil des Ordens sind. In diesem Moment hörte ich ein leises Klicken, und Grayson zog plötzlich eine kleine Pistole aus Wa.
System aus seiner Tasche. Die Familie starrte ihn entsetzt an, während Holmes mit einem schnellen Schritt nach vorne trat und die Waffe aus seiner Hand schlug. Genug, Grayson, zischte er. Legen Sie die Waffe nieder. Grayson zögerte. Seine Augen funkelten vor Widerstand. Doch dann ließ er die Pistole sinken und hob die Hände. Ich habe nichts getan, Mr. Holmes, sagte er ruhig. Wir werden sehen, antwortete Holmes, seine Stimme kalt wie Stahl. Wandte sich an die Familie. Die Wahrheit ist, dass jemand in diesem Haus die Uhr zerstörte, um ein Geheimnis zu enthüllen oder zu verbergen. Und ich weiß jetzt, wer es war. Ein kollektives Kutschen ging durch den Raum. Charles sprang auf. Das ist doch lächerlich. Grayson ist der schuldig. Hat die Spuren im Garten hinterlassen. Holmes' Blick fiel auf Charles und er hob eine Augenbraue. Die Spuren im Garten, Mr. Charles, oder waren es Ihre Spuren, Ihre Stiefel? Ihre Stiefel haben ein ähnliches Muster und Ihre Abneigung gegen Grayson ist auffallend. Charles' Gesicht wurde rot. Sie wagen es, mich zu beschuldigen. Ich bin ein Haverford. Genau deshalb, sagte Holmes. Die Wahrheit liegt im Blut der Haverfords. This, Charles, haben ein Motiv. Ihr Onkel Edmund wurde enterbt, this Iverste, dass seine Nachkommen Anspruch auf das Erbe erheben könnten. Die Zerstörung der Uhr war ein Versuch, die Beweise zu vernichten. Beweise? Rief Charles. Das ist Wahnsinn. Ist es das? Fragte Holmes. Oder ist es Wahnsinn, dass Sie heute Nacht in Whitechapel waren, verkleidet als Frau, um Morgenstern zu konfrontieren? Das Stück Seide, das wir fanden, gehört zu einem Umhang, der in Ihrem Schrank hängt. Die Familie starrt Charles an, ihre Gesichter voller Schock. Beatrice flüstert Charles an, das kann nicht stimmen. Doch bevor Charles antworten konnte, ertönte ein lautes Kraken. Die Tür des Salons wurde aufgestoßen und die geheimnisvolle Frau aus Whitechapel stand dort, eine Pistole in der Hand. Ihr Gesicht war hager, ihre Augen brannten vor Entschlossenheit. Es reicht, Holmes, sagte sie, du bist zu nah dran, aber die Wahrheit wird dies zerstören. Holmes blieb ruhig, seine Haltung entspannt. Und wer sind Sie, Madame? Eine Haverford? Eine Nachkommin von Edmund? Die Frau lacht bitter. Ich bin Eleanor Haverford, die wahre Eleanor. Die Frau, die sich Lady Eleanor nennt, ist eine Betrügerin, die meinen Platz gestohlen hat. True, die Uhr war der Beweis. Die Enthüllung traf den Raum wie ein Blitz. Lord Haverford guckte. Das ist unmöglich. Meine Frau, Ihre Frau, unterbrach die Frau, hat ihre Familie zerstört, um ihr Geheimnis zu wahren. Aber ich bin zurückgekommen, um Gerechtigkeit zu fordern. Holmes' Augen funkelten. Und die Uhr? Warum sie zerstören? Weil sie die Wahrheit enthielt, sagte die Frau. Ein Dokument, das beweist, dass sie direktmäßig Erbin bin. Aber es ist noch nicht vorbei, Holmes. Es gibt ein letztes Rätsel, das du nicht lösen wirst. Mit diesen Worten hob sie die Pistole, und ich sprang vor, um Holmes zu schützen. Doch bevor sie abdrücken konnte, stürzte Grayson auf sie zu und riss sie zu Boden.
Die Pistole schlitterte über den Boden, und die Familie schrie auf, als Grayson die Frau festhielt. Holmes neigte sich neben sie. Seine Stimme war ruhig, aber unnachgiebig. Das Spiel ist aus, Eleanor, aber das Rätsel bleibt. Wo ist das Dokument, das Sie erwähnen? Die Frau lachte in verzweifeltes, gebrochenes Geräusch. Du wirst es nie finden, Holmes. Es ist verloren für immer. Holmes stand auf. Seine Augen glühten vor Entschlossenheit. Das werden wir sehen, sagte er. Watson, helfen Sie Grayson, sie zu sichern. Wir sind der Wahrheit näher als je zuvor, aber das letzte Rätsel ist noch ungelöst. Kapitel 13. Die Wahrheit hinter der Uhr. Der Salon des Herrenhauses der Haverfords war ein Schauplatz des Chaos und der Enthüllung, die Luft schwer von Regen, in Angst und dem Gewicht länger verborgener Geheimnisse. Die Frau, die sich als die wahre Eleanor Haverford vorgestellt hatte, lag gefesselt auf dem Boden. Grayson hielt sie mit einer Kraft, die seine makellos Butler-Fassade Lügen straft. Die Familie, Lord Haverford, Lady Eleanor, Charles und Beatrice, starrte in einer Mischung aus Schock, Unglauben und Wut auf die Szene. Sherlock Holmes stand in der Mitte des Raums, seine Haltung ruhig, doch seine Augen brannten mit jener unerbittlichen Intensität, die signalisierte, dass er das Rätsel endlich entwirrt hatte. Ich, Dr. Watson, stand an seiner Seite, mein Revolver noch immer in der Hand, bereit für jede weitere Überraschung, die diese Nacht bereithalten mochte. Mr. Holmes, began Lord Haverford, sein Stimme zitterte vor Emotion. Erklären Sie uns, was hier vor sich geht. Wer ist diese Frau? Und was hat sie mit der Uhr zu tun? Holmes hob eine Hand. Seine Stimme war ruhig, aber durchdringend wie ein Skalpell. Geduld, Lord Haverford. Die Wahrheit wie die Zahnräder einer Uhr kommt nur ums Licht, wenn jedes Teil in seinem Platz ist. Lassen Sie mich Ihnen die Geschichte erzählen, die wahre Geschichte der zerbrochenen Uhr. Er drehte sich zu der gefesselten Frau, deren Augen ihn mit einer Mischung aus Trotz und Resignation anstarrten. Sie, Madame, sind Eleanor Haverford, die Tochter von Edmund Haverford, dem verbannten Bruder von Sir Reginald. Ihre Existenz wurde aus den Aufzeichnungen in der Familie getilgt, doch sie sind zurückgekehrt, um Gerechtigkeit zu fordern. Die Uhr war der Schlüssel zu ihrem Erbe, ein Dokument, das ihre Abstammung beweist und ihren Anspruch auf den Haverford-Titel und das Vermögen legitimiert. Die Frau Eleanor lachte bitter. Ihre Stimme rau vor Erschöpfung. Du bist schau, Holmes. Aber du bist zu spät. Das Dokument ist zerstört, zusammen mit der Uhr. Meine Rache ist vollständig. Holmes' Lächeln war kalt, fast raubtierhaft. Zerstört? Ich glaube nicht. Lassen Sie mich Ihnen eine andere Geschichte erzählen. Eine, die mit Verrat, Täuschung und einem sehr geschickten Plan beginnt. Er zog das Lederbuch aus seinem Mantel zusammen mit der herausgerissenen Seite, die wir in Whitechapel gefunden hatten. Die Chiffre, die wir in der Uhr und in der Krypta fanden, war kein Zufall. Sie war ein Werk von Sir Reginald, um die Wahrheit über seinen Bruder Edmund zu verbergen und um seine eigene Schuld zu schützen. Schuh?
Rief Lord Haverford, wovon sprechen Sie? Holmes wandte sich an die Familie. Seine Augen glitten über jedes Gesicht. Sir Reginald war kein bloßer Aristokrat. Er war ein Mitglied des Ordens des Kreises, einer Geheimgesellschaft, die Macht und Einfluss durch zwielichtige Geschäfte sicherte. Doch sein Bruder Edmund drohte, diese Geheimnisse zu enthüllen. Also verbannte Reginald ihn, fälschte seinen Tod und versteckte die Wahrheit in der Uhr. Ein Dokument, das Edmunds rechtmäßigen Anspruch auf das Erbe bestätigte. Aber Reginald war vorsichtig. Er baute einen Mechanismus in die Uhr, der das Dokument nur freigeben würde, wenn sie zerstört wird. Ein letzter Akt der Kontrolle. Beatrice guckte, ihre Augen weit aufgerissen. Dann hat jemand die Uhr absichtlich zerstört, um das Dokument zu finden? Genau, sagte Holmes. Aber die Frage ist, wer Grayson? Sie waren ein offensichtlicher Verdächtiger, mit ihren Spuren im Garten und ihrem Wissen über die Mechanismen des Hauses. Doch sie waren nicht der Täter. Sie waren ein Ablenkungsmanöver. Grayson, der noch immer Eleanor festhielt, runzelte die Stirn. Ich hab Ihnen gesagt, Mr. Holmes, ich bin loyal. Loyal, ja, sagte Holmes, aber nicht gegenüber Lord Haverford. Ihre Loyalität gilt dem Orden des Kreises, oder vielmehr dem, was von ihm übrig ist. Der Vorfahre, William Grayson, war ein Mitglied, und sie haben sein Wissen geerbt. Sie wussten von der Uhr, aber sie haben sie nicht zerstört. Sie haben nur die Spuren gelegt, um den Verdacht auf sich zu lenken. Aber warum? Fragte ich unfähig, meine Verwirrung zu verbergen. Holmes' Blick fiel auf Lady Eleanor, die plötzlich sehr still geworden war, weil der wahre Täter jemand anderes war, jemand, der von der Uhr wusste und die Wahrheit fürchtete. Lady Eleanor, möchten Sie uns etwas sagen? Lady Eleanor, die Frau, die wir als Lady Eleanor kannten, richtet sich auf, ihre Hände zitterten. Das ist absurd, Holmes. Ich hab nix mit dieser Angelegenheit zu tun. Retreat, fragte Holmes, seine Stimme sanft, aber unnachgiebig. Dann erklären Sie mir, warum Ihre Handschrift, die echte, nicht die versiert, auf der Drohnotiz unter Beatrices Kissen zu finden ist, und warum Ihre Parfümflasche, die mit einem Hauch von Rosenwasser in der Nähe der Krypta gefunden wurde, wo wir eingeschlossen waren. Die Familie starrt, Lady Eleanor an, ihre Gesichter voller Schock. Charles sprang auf. Mutter, das kann nicht wahr sein. Holmes hab eine Hand, um ihn zu beruhigen. Die Frau, die wir als Lady Eleanor kennen, ist nicht die wahre Eleanor Haverford. Sie ist eine Betrügerin, die den Platz der echten Eleanor einnahm, als Edmund verbannt wurde. Sie hat die Uhr zerstört, um das Dokument zu finden und es zu vernichten, bevor die wahre Eleanor, diese Frau hier, ihren Anspruch geltend machen konnte. Die gefesselte Eleanor lacht, ein wildes, triumphierendes Geräusch. Du bist gut, Holmes. Du bist gut, Holmes. Aber du hast einen Fehler gemacht. Das Dokument existiert nicht mehr. Ich habe es verbrannt. Holmes' Schellen war unerschütterlich. Haben Sie das? Er zog ein weiteres Blatt aus seiner Tasche, ein zerknittertes, vergilbtes Dokument, das er aus der Krypta genommen hatte. Dieses Dokument?
nehme ich an, es war nicht in der Uhr, sondern in der Krypta verborgen, wo sie es nicht finden konnten. Es bestätigt ihre Abstammung, Eleanor, und enthielt die Wahrheit über den Verrat von Sir Reginald. Die falsche Lady Eleanor schrie auf, stürzte vor, doch Grayson hielt sie fest. Nein, rief sie, das ist eine Lüge. Keine Lüge, sagte Holmes. Die Uhr war eine Ablenkung, ein Mechanismus, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, während das wahre Dokument in der Krypta lag. Sie, Lady Eleanor, oder wie auch immer ihr wahrer Name ist, wussten davon und haben alles getan, um es zu verbergen. Aber ihr Plan ist gescheitert. Lord Haverford sank in seinen Sessel, sein Gesicht aschfahl. Dann ist meine Frau eine Betrügerin? Holmes nickte. Sie hat ihren Titel und ihr Vermögen gestohlen, indem sie die Identität der echten Eleanor annahm. Aber die wahre Eleanor kehrte zurück, um Gerechtigkeit zu fordern. Und Grayson spielte ein doppeltes Spiel, um die Wahrheit ins Licht zu bringen, während er seine eigene Rolle im Orden schützte. Die echte Eleanor, noch immer gefesselt, sah Holmes an, ihre Augen voller Tränen. Ich wollte nur, wo es mir gehört. Mein Vater wurde zerstört, mein Erbe gestohlen. Ich habe die Uhr zerstört, um die Wahrheit zu enthüllen. Holmes neigte sich neben sie. Seine Stimme war sanft. Und sie haben es getan. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen, aber Gerechtigkeit wird nicht durch Gewalt erreicht. Lassen Sie das Gesetz entscheiden. Die falsche Lady Eleanor wurde von Grayson abgeführt, während die echte Eleanor in Tränen ausbrach. Holmes wandte sich an die Familie. Das Rätsel der Uhr ist gelöst, aber die Wunden, die es hinterlassen hat, werden Zeit brauchen, um zu heilen. Als wir das Herrenhaus verließen, die Frühmorgendämmerung brach über London, und ich konnte nicht umhin, Holmes' Genialität zu bewundern. Wie haben Sie das gewusst, Holmes? Fragte ich. Lächelte ein seltenes, zufriedenes Lächeln. Die Uhr, Watson, war nie das Geheimnis. Die war nur ein Zeiger, der auf die Wahrheit zeigte. Und die Wahrheit, mein Freund, liegt immer in den Details.